ist ja der absolute Wahnsinn. Boah, kannst du ja gucken. In meiner Familie gibt es die Tradition, am gleichen Tag wie die Eltern zu heiraten. Leider haben meine Eltern und Großeltern am 23.12. geheiratet. Deswegen haben Annika und ich beschlossen, den Hochzeitstag meiner Schwiegereltern zu nehmen. Ganz zufällig ist damit unser erster Hochzeitstag auf deren 40. gefallen. Und aus diesem Anlass haben sie uns eine Woche im Mai nach Barcelona eingeladen. Für uns eine super Gelegenheit, endlich Frankreichs Mittelgebirge mit dem Motorrad zu erkunden. Das Vercors und die Cevennen vernachlässigt man gerne zugunsten der Westalpen. Im Mai sind die meisten Straßen in den Alpen noch unpassierbar. Umso besser passt es uns mal, Frankreichs verborgene Schätze zu erkunden. Ganz auslassen werden wir die Alpen allerdings trotzdem nicht. Wir werden auf dieser Tour nicht nur unfassbar schöne Landschaften entdecken, sondern auch von Menschenhand geschaffene Wunder, und das ein oder andere Problem müssen wir auch noch lösen. Der Plan ist, schon Anfang Mai nach Bayern runterzufahren, dort eine Woche zu arbeiten und dann schon einmal den ersten Sprung über die Schweiz nach Italien zu machen, bevor wir da nochmal ein paar Tage arbeiten, bevor die eigentliche Tour beginnt. Das soll schon mal nicht ganz so funktionieren, wie wir es uns vorstellen. Weiter geht es über die Westalpen und hinter Grenoble ins Vercors. Hier wollen wir uns ein paar Tage Zeit nehmen, bevor wir weiter Richtung Meer fahren. Durch Südfrankreich geht es dann immer am Wasser entlang, über die Grenze nach Spanien und bis nach Barcelona. 6 Wochen werden wir unterwegs sein. Und wie immer haben wir wahrscheinlich viel zu viel dabei. Auf dieser Tour gilt aber besser haben als brauchen. Das gilt auch für unsere völlig überdimensionierte Campingausrüstung. Nichts daran ist Packmaß optimiert, aber so braucht man halt auch nichts Neues kaufen. Wir haben es tatsächlich geschafft, alles vorzubereiten. Und jetzt geht 6 Wochen. 6 Wochen auf Motorradtour. Es ist noch immer so ein bisschen unrealistisch. Also irgendwie so richtig hat man es noch nicht verarbeitet, wie lange man jetzt tatsächlich weg ist. Wir waren schon mal 4 Wochen unterwegs oder so, aber noch nie 6. Jetzt fahren wir erstmal los. Richtung München. Der Start verläuft aber alles andere als schön. Bis zum Harz spielt das Wetter noch mit. Kurz vor dem Harz ziehen wir alles an, was wir mithaben. Es herrscht absoluter Dauerregen. Und unsere beiden Regenkombis sind einfach nicht mehr dicht. So wärmen wir uns an einer der wenigen Tankstellen nochmal auf, bevor wir hinter dem Harz auf die Autobahn fahren. Immerhin kommt auf der Autobahn bei Erfurt die Sonne raus. So werden wir immerhin trocken gepustet, auch wenn wir immer noch frieren. Etwas durchgefroren erreichen wir dann am späten Nachmittag Erlangen. Hier halten wir uns aber nur einen kurzen Abend auf. Wir wollen schnell weiter nach München. Leider ist auch diese Strecke nass und nicht ohne Probleme zu bewerkstelligen. Wir wollen die Landeshauptstadt so früh wie möglich erreichen, um noch ein paar freie Stunden mit Suresh verbringen zu können. Er ist extra aus Nepal für einen Software-Workshop eingeflogen. Und es ist einfach schön, ihn wieder in Europa treffen zu können, nachdem wir ihn letztes Jahr in seiner Heimat besuchen konnten. Auch wenn das Wetter nicht ideal ist, freut es uns diesmal umso mehr, ihm München zeigen zu können, so wie er uns letztes Jahr Kathmandu gezeigt hat. Am folgenden Tag habe ich dafür noch eine ganz andere Mission. Ja, auf der schönen, langen, nassen Tour auf der Autobahn hier runter haben wir dann nochmal schön festgestellt, dass diese Regenkombi nach 15 Jahren tatsächlich überhaupt nicht mehr dicht ist. Diese Kombi
Ist leider kompletter Fehlkauf, ist auch nicht dicht. Und wir brauchen noch einen Ölwechsel für Annikas Motorrad. Also fahre ich jetzt nochmal zum Louis und gucke mal, ob ich irgendwas erreichen kann. Ja, stellt sich raus, in München gibt es einen super nicen Motorradladen, der Spätzünder heißt. Und der sehr geile Auswahl an Motorradklamotten hat. Also seht ihr nochmal meine alte Hut. Schillingstraße, Ecke Theresienstraße. Und hier war ich mal zu Hause. Hier ist ein Fitnessstudio. Das war mein Fitnessstudio. Okay, und hier in die Straße rein. Hier links. Da habe ich mal gewohnt. Kreitmeierstraße. Gleich vorne. Rotes Haus. Hier sind die Nymphenburger Höfe. Fancy Living. Schönstes Bayern. Nur das mit dem Wetter, das haut noch nicht so richtig hin. Also in München war es ja echt noch traumhaft. Aber hier hat es sich jetzt echt ein bisschen zugezogen. Das ist ein bisschen zu schade. Oh, mal ordentlich Temperatur verloren. Nach München haben wir es jetzt tatsächlich ins ländliche Bayern geschafft. Und hier zwischen einem uralt Defender aus dem Weserbergland und einem Passat auf einer Hebebühne haben wir jetzt unser schönes Schlaflager bezogen. Richtig gut. Wir haben noch das Kunststück vollbracht, nicht darauf zu achten, dass Annikas Motorrad jetzt schon 60.000 Kilometer runter hat. Und für die ganz große Inspektion wird es jetzt natürlich nicht reichen. Das werden wir irgendwann machen, wenn wir wieder da sind. Aber zumindest ein Ölwechsel muss rein. Warm fahren ist wichtig. Guck mal, wie gut das geht. Ja, du musst aber ein Viertel nach ankommen. Quatsch, das ist doch jetzt schon angeknackt. Das ist nur ein bisschen blöd wegen diesen Dingsbäumen. Verdammt. Okay. Okay, du hast ja recht. Ein Bisschen von dem Frischen. Kommt ja gar nicht im Motor rein. Ja, da hast du recht. Man kann auch das Altöl nehmen. So verbringen wir noch 3 wunderbare Tage zwischen Altöl und Motorrädern. Während Annika ihre letzten Meetings mit tierischer Unterstützung hinter sich bringt, mache ich mich anderweitig nützlich. So richtig ist da nichts mehr zu holen. Hat er einen Choke oder so? Oh. Gezuckt. Trotz des unnötig kalten Wetters genießen wir hier jede Stunde. Passend zu unserer Abreise kommt dann auch wieder die Sonne raus. Der erste richtige Fahrtag und richtig geiles Wetter. Wir fahren jetzt übers Hahnjoch nach Österreich, also in Österreich übers Hahnjoch und dann rüber übers Engadin bis hoch zu St. Moritz. Und dann überlegen wir uns noch, ob wir über den Maloja runter zum Kummersee fahren oder links abbiegen und über den Bernina, über den Bernina auf dem anderen Weg. Knappe 400 Kilometer, aber erst einmal Motorrad fahren. So richtig. Lächeln, man kann das auslösen. Wetter macht schon echt immer das meiste aus. 70 Montag bis Samstag, 7 bis 18 Uhr. Warum dann nicht gleich einfach mal 70?
dann müsste jetzt ja, hier müsste ja jetzt gleich, das ist jetzt, ich habe das nur nicht richtig gesehen, aber dann muss ja jetzt hier jetzt gleich die Grenze kommen und dann können wir da einfach gleich tanken. Ein Polizeimobil, es kann schon gut sein, dass die uns jetzt gleich rausziehen. Aber sie sind ja nicht, wir sind ja nur bei 95, die haben wir ja alle eingetragen. Hier ist das erste Motorrad. Da sind die ersten. Die werden eher angehalten als wir. Auf jeden Fall, wenn die da runterkommen. Horntenjoch. Das ist doch das erste Mal, dass ich da jetzt hier so Schneefelder noch sehe, die da noch am Hang liegen. Ich bin immer noch völlig überrascht. Ich dachte, das ist jetzt, also ich kann mir gut vorstellen, dass auf dem Fernpass halt einiges los ist, weil das ist halt bei dem Wetter, es ist Samstag, das ist traumhaft schön. Es ist traumhaft schön dort zu fahren. Ja, halt auch Autos und so. Weißt du, dass da einfach jemand sein Cabrio auspackt und sagt, los geht's. Oder mit seinem etwas, was weiß ich, Mazda MX-5 oder seinem Fiat 500 Abarth oder wie die Dinger heißen. Dass halt so diese Truppen auch sagen, hey, Samstag, geiles Wetter, lass mal in die Berge, lass hier namenlos, Horntenjoch, Fernpass. Ich meine, du kannst ja auch gefühlt, wenn du in Garmisch wohnst oder so, kannst du ja 3-mal im Kreis fahren. Also du kannst ja immer übers Namenlos, dann übers Horntenjoch, dann über das Fernpass und wieder zurück, so nach dem Motto. Ne? Also ich hätte einfach erwartet, dass hier viel mehr los ist. Ja, das hätte ich auch gedacht. Also, ich habe schon gedacht, dass es, wenn es wärmer wäre, dann wäre das halt noch extremer. Auf der anderen Seite bin ich total überrascht, auch weil wir schon so viele Motorradfahrer gesehen haben und weil wir schon diese Porsche-Touren und sowas gesehen haben, hätte ich voll erwartet, dass es hier jetzt viel voller ist. Also hier müsste das jetzt stehen. Ich habe witzigerweise gerade das Gleiche gedacht. Es gibt so geile Stative, so Mini-Stative. Die haben unten wie dieses Ding. Die sind eigentlich genauso wie dieses Ding. Aber haben so einen kleinen... Aber die kannst du halt 1,5 Meter oder sowas ausfahren. Hier unten sind 20 Grad und oben auf den Gipfeln liegt noch alles voller Schnee. Hat auch was, ne? Ja. Vier Deutsche hintereinander. Wahrscheinlich mehr Deutsche, weil das ist ja ein Wohnmobil, 2 auf einem Motorrad und dann 2 Motorräder. Nicht mal ein Österreicher ist in unserem Rudel. Die Strecke durchs Engadin zieht sich. Wir wollen auf keinen Fall in der Schweiz geblitzt werden und halten uns streng an die Höchstgeschwindigkeit. Außerdem gibt es unfassbar viele Baustellenampeln. Über den Maloja sind wir schon ein paar Mal gefahren. Deswegen nehmen wir diesmal den Weg über den Bernina nach Italien. 666. Okay, hier rechts ran. Das sieht aber irgendwie nicht so cool aus. Nee, hier ist es auch schon ganz schön nass. Ich stehe auf der Winterexpedition hier. Mhm. Schau, du wolltest ja, dass es eine neue Erfahrung für uns ist. Es ist eine neue Erfahrung. Du wolltest ja auch gerne mal irgendwo fahren, wo so Schneefelder an den Seiten sind und der Schnee so höher. Aber wenn auch Sonne ist, es geht immer noch höher. Ich habe das echt nicht gewusst. Ich hätte es echt nachgucken sollen. Es tut mir so leid. Immer hast du so viele Ansprüche. Wir gehen noch ein bisschen hoch. Oben möchte ich nicht anhalten, außer es gibt da irgendwas, wo man reingehen kann. Aber nur dann würde ich da reingehen, wenn es das Sticker zu kaufen gibt. Sonst
Hier oben sind dann tatsächlich nur noch 2 Grad, die das Motorrad anzeigt. Wir sehen also zu, dass wir direkt wieder nach unten fahren. Aber jetzt erstmal Konzentration hier. Ja, weil ich meine, die Landschaft war doch gigantisch. Dass man das mal so im Schnee hat, ist ja jetzt auch nicht so alle Tage. Italien empfängt uns dafür mit 26 Grad bei strahlendem Sonnenschein. Nach gut 400 Kilometern und 3 Jahreszeiten sind wir mega happy, endlich am Comer See angekommen zu sein. Und wie zur Belohnung bekommen wir auch noch ein Upgrade aufs Zimmer mit Seeblick. Dazu noch eine fast schon göttliche Pizza. Besser geht es nicht. Was für ein wilder Tag. Heute mal verquollen, aber dafür mit einem absolut geile Aussicht auf den Comer See. Haben wir ein Upgrade gekriegt fürs Zimmer. Ist auch nichts los. Aber was für ein Brett am See direkt. Und was für eine Aussicht. Heute wird noch mal ein bisschen Strecke gemacht. Wir fahren Richtung Berge, nach Turin vorbei und kurz vor Susa haben wir jetzt eine kleine Unterkunft. Schön. Zigarettchen auf dem Sonntag. Fehlt nur noch das Glas Wein. Die Zeitung lag schon bereit. Er wartet nur noch auf sein... Ist auch schon nach 11. Also ist die Kaffeezeit. Also Cappuccino ist schon durch. Jetzt darf man Wein trinken. Gigantisch schön. Motopark. Das war einfacher als gedacht. Wir sind nicht richtig fit. Es sind über 30 Grad und wirklich gut geht es uns heute einfach nicht. Wir nutzen also jede Gelegenheit für eine kleine Pause im Schatten. Noch bis hinter Turin kämpfen wir uns auf der Autobahn weiter und biegen dann Richtung Berge ab. Jetzt steht zumindest dran. Val de Viu. Gleich geht's auf den Col de Lis. Bei hoffentlich noch trockenem Wetter. Auf jeden Fall schon eine wahnsinnig schöne Strecke. Allein ins Viutal, sagt man das dann so? Val de Viu. Schicke Brücke. Schaut euch das mal an. Das Ding ist auf jeden Fall älter. Col de Lis nach links. Da ist ein Spiegel. Hier geht's jetzt rauf zum Col de Lis. Das ist wahrscheinlich Attenzione hier. Ich hätte eher gesagt, Attenzione Straßenschienen. Das ist ja wahrscheinlich so eine alte Verbindungsstraße gewesen. Weil das ist ja hier wahrscheinlich jetzt kein großartiger militärischer Zweck, würde ich jetzt so vermuten, sondern das ist halt einfach in Anführungszeichen eine Abkürzung aus diesem Tal in das andere Tal, ohne dass du halt einmal außen rumfahren musst. Richtig beschissen gefahren.
Wunderschön. Col de Lis. Auf der anderen Seite ist es nicht ganz so spektakulär, wo man so runter ins Val de Susa guckt. Da gucken wir jetzt gleich noch einfach so auf der Fahrt mit runter. Und wir haben uns jetzt doch noch nach 2,5, fast 3 Stunden Autobahn entschieden, hier noch rüber zu fahren. Und das war absolut die richtige Entscheidung. Jetzt geht's zur Unterkunft. Noch kaum Musik. Jetzt geht's runter ins Val de Susa. Auf jeden Fall das größere der beiden Täler oder das breitere der beiden Täler. Auf der Abfahrt steht dann nochmal etwas Action auf dem Programm. Es sind mehrere Straßen gesperrt und es ist für uns überhaupt nicht ersichtlich, wo die Umleitung langgehen soll. Erst sind wir erleichtert, einem italienischen Motorradfahrer zu treffen, dem wir einfach folgen können, müssen aber feststellen, dass der sich hier auch nicht wirklich auskennt. So kämpfen wir uns durch den Gegenverkehr und an den wütenden Autofahrern vorbei. Wir sind heilfroh, als wir hinter der Umleitung wieder auf normalen Straßen unterwegs sind. Es ist dann schon spät, als wir in der Unterkunft ankommen. Wir packen noch aus und fallen dann todmüde ins Bett. Eigentlich hatten wir hier in Bussoleno nur 2 Tage eingeplant. Aber wir sind beide einfach richtig krank. Vermutlich Corona aus München, aber genau werden wir es nie wissen. Erst haut's mich um und dann Annika. Sie schleppt sich durch ihre Meetings und ich kümmere mich schon einmal um die Aufnahmen bis hierher. Wir machen noch einen kleinen Ausflug in das nur 5 Minuten entfernte, wunderschöne Susa. Aber die meiste Zeit schlafen wir eigentlich nur. Am 3. Tag unternehme ich dann den ersten Versuch einer kleinen Tagestour. Ja, man hört es wahrscheinlich, nach dem ganzen Regen und der Anfahrt hier runter hat es uns dann beide doch ein bisschen mit Erkältung erwischt. Aber weil es morgen weiter nach Grenoble gehen soll, will ich heute die Chance nochmal nutzen, hier zumindest einen Pass zu fahren, den man wahrscheinlich sonst nicht so wirklich wiederfahren würde. Den Col de Colombardo. Da ich halt nicht so 100%ig drauf bin, bin ich mal gespannt, wie weit ich das bringe. Der soll halt ein bisschen unbefestigt sein. So, frisch getankt. Und hier auf jeden Fall schon gleich klein, kurvig, schön. Das ist übrigens auch mal wieder so eine Route, die weder kennt Kalimoto den Pass, noch kann Kalimoto da irgendwie routen. Also zeigt, selbst wenn man die Straße auf der Karte finden würde, wäre es wahrscheinlich nur so ein dünner Strich, über den Kalimoto auf jeden Fall mal nicht routen würde. Boah. Was man hier verpassen würde, wenn man immer nur mit irgendwelchen Navi-Apps fahren würde, die halt nicht alles kennen oder können oder die Einschränkungen haben oder die halt eben solche Straßen gar nicht auszeichnen. Boah. Einfach nur grandios. Es ist schon noch ohne hier. Eng, klein. Aber was für ein Ausblick. Wow. Und das war's. 15.05. Tatsächlich ernst gemeint.
Ja. Ja, klar. So in der Theorie. Da rein, da raus. Das geht schon. Aber wir fahren ja ordentlich. Okay, wir sind cool. Hier hängen die dicken schwarzen Wolken. Und im Tal ist strahlender Sonnenschein. Aber ansonsten traumhafte Strecke hier rauf. Sehr zu empfehlen. Bis zur Schranke sogar halt befestigt. Den Rest, keine Ahnung, werde ich wahrscheinlich im nächsten Leben fahren müssen. Aber das war kein totaler Fail. Hat schon Spaß gemacht darauf. Hätte bestimmt noch mehr Spaß gemacht, da ein bisschen auf Stotter über den Pass zu fahren. Aber das sollte nicht sein. Deswegen war es das jetzt auch für heute. Nach dem gestrigen Ausflug zum Col de Colombardo, der ja nicht so ganz von Erfolg gekrönt war, hat es mich dann doch noch mal ganz schön zerrissen. Annika ist immer noch ganz schön krank. Das Susa-Tal dafür ist ein absoluter Traum und wir haben hier so eine geile Unterkunft, die wir Gott sei Dank jetzt noch ein paar Tage verlängern konnten. Morgen haben wir jetzt noch hier, um uns komplett zu erholen. Und so lange hängen wir jetzt halt hier immer noch ab und dann gibt es halt ein bisschen Schreibtischarbeit. An dieser Stelle müssen wir mal eine Lanze für unseren Vermieter in dem kleinen Bussoleno brechen. Er hat uns nicht nur angeboten, für uns einkaufen zu gehen, sondern hat uns sogar auch noch zu einem befreundeten Arzt geschleppt, um sicherzugehen, dass wir nicht mit einer Lungenentzündung weiterreisen. Wir scheinen einen echt kläglichen Eindruck gemacht zu haben. 5 Tage später fühlen wir uns dann aber wieder so fit, dass wir uns die Weiterreise zutrauen. Wir sind wieder halbwegs hergestellt. Heute geht's nach Frankreich. Laut im Internet soll der Col de Mont-Cenis seit gestern offen sein. Gestern ist der 2. Freitag im Mai. Das ist der erste Tag, an dem der Pass theoretisch geöffnet werden kann. Ist jetzt noch ein bisschen unklar, je nach Quelle. Google sagt, er ist frei. Andere Quellen sagen, er ist noch nicht aufgesperrt. Versuchen es aber mal und gucken mal, wie das da aussieht. Und dann im Zweifel müssen wir sowieso wieder zurückfahren, weil Richtung Grenoble über die Berge kommt man von da aus sonst schlechter. Muss man die ganze Zeit auf der Autobahn bleiben. Let's go. Unser Gastgeber, unser Vermieter, hat mir noch erzählt, dass es früher hier total mies war, weil es fast nur durchgehend geregnet hat. Umso erpichter könnten die Italiener jetzt natürlich auch sein, das heute mal so richtig krachen zu lassen. Von der Landschaft her lohnt sich das auf jeden Fall, hier raufzufahren. Dieser Anblick ist, glaube ich, der Grund, warum der Papa sagt, da muss man langfahren. Er muss langfahren. Okay, warte mal kurz auf mich. Boah, der Niederländer lässt ja richtig krachen. Ich habe auch ein bisschen Angst. Dein Kamerateam. Wenn man runter ins Tal wieder fährt, muss das auch krass aussehen. Das ist gar nicht so unschön, dass wir da auch wieder zurückfahren. Was ich immer noch so interessant finde, ist, dass irgendwie jeder Motorradfahrer auch im Ausland irgendwie immer mehr dazu neigt, sich daneben zu benehmen, als in deinem Land, wo man halt zu Hause ist. Ich glaube, das ist nicht nur bei Motorradfahrern so, sondern leider Gottes auch bei allen möglichen Urlaubern. Das ist auch richtig leer. Ich war jetzt hier 2-mal im September und da war das einfach richtig krass leer. Richtig krass voll, was natürlich irgendwie
logisch ist, weil jetzt ist ja die ganze Schneeschmelze noch nicht und es hat auch noch nicht so viel geregnet einfach, sondern wenn, dann hat es ja was. Der See ist leer, der See ist so krass leer. Wie geil ist dieses Panorama bitte? Schnee, Wasser, Berge, Sonne, alles zusammen. Wir genießen die Aussicht hier in vollen Zügen. Der See ist übrigens auf Platz 6 der französischen Stauseen, zählt aber mit über 2000 Höhenmetern zu den höchsten des Landes. Es ist absolut gigantisch hier oben. Ich habe den Stausee tatsächlich noch nie so leer gesehen, aber mit den Bergen und dem Schnee, absolute Traumlandschaft. Yay! Wir fahren jetzt zurück nach Susa und dann über Montgenèvre wieder nach Frankreich rein. Irgendwo zwischendrin werden wir noch einen Mittagssnack machen, schätze ich mal. Es hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt, hier hochzufahren. Auch wenn wir jetzt hin und zurück fahren quasi, aber der Ausblick und dieses Spektakel, das ist wirklich unglaublich hier oben. Das ist übrigens diese Festung, von der ich gesprochen habe. Oh krass! Das ist ja mitten in der Mitte. Das Wetter spielt auch am Nachmittag noch mit. In Sestriere halten wir zum Mittag. Kurz bevor wir über den Montgenèvre wieder nach Frankreich reisen. Montgenèvre. Ich werde nicht auf ihrer Spur fahren, ne? Wir fahren ein kleines Teilstück der Route de Grand Alpes und genießen noch den Ausblick auf dem Lautaret. Hallo, hallo. Ah, mein bière. Oh, oui, oui. Oh, c'est bon, c'est bon. Gruyère. Ah, herrliche Aussicht. Jetzt gehört Benelli 100%ig Chinesen. Die haben in Italien noch die Entwicklung und das Design gelassen. Das ist auch gut, ja. Das Wetter lädt zum Campen ein, aber das stellt sich schwieriger heraus als gedacht. Campingplätze haben entweder noch geschlossen oder man will uns für nur eine Nacht gar nicht erst drauflassen. Also buchen wir uns mal wieder ein Hotel. Dafür ein extrem schönes. Toll eingerichtet und voller klassischem Charme. Zum Abend essen wir dann das erste Mal richtig französisch. Galettes und Crêpes. Wir sind immer noch nicht ganz hundertprozentig gesund, aber vor dieser absolut gigantischen Alpenkulisse kann es ja eigentlich nur besser werden. Wir fahren heute auf die Panoramastraße der Alpe d'Huez oder sowas. Mein Französisch ist eine absolute Katastrophe, beziehungsweise nicht existent. Es geht irgendwo da hoch, ziemlich steil. Und dann so ein Stück über die Berge auf der anderen Seite wieder runter. Es soll ganz fantastisch schön sein und dann fahren wir runter ins Tal Richtung Grenoble und ab da dann ab ins Vercors. Schraubt sich jetzt hier den Berg hoch. In 21 Kehren führt die Panoramastraße gefühlt steil den Berg hinauf. Wir genießen jede Kurve, fahren aber nicht direkt bis ganz nach oben rauf, sondern biegen zum Pass de la Confession ab.
Wie wir später noch rausfinden, heißt der so, weil man lieber nochmal zur Beichte gehen soll, bevor man ihn fährt. Der Grund dafür sind die schwindelerregenden, fast senkrechten Abhänge, die man hinter der kleinen Steinmauer sehen kann. Boah, geht das da runter ins Tal, ne? Kann man sich fast gar nicht vorstellen, dass wir sind jetzt fast 1000 Meter höher, als wir heute Morgen da unten waren. Also das ist natürlich mit dem Motorrad jetzt gar nicht so eine Leistung in dem Sinne, aber das ist schon einfach von der Dimension schon krass, ne? Man lässt den Blick also besser auf den Bergen oder der Straße. Es ist einfach sowas von gigantisch hier oben. Uah, geht das hier runter? Da sind wir raufgekommen. Aber da ist es dann nochmal ein bisschen abgeflachter und dann geht es hier in eine zweite Etage. Boah. Ein krasser Blick. Pass de la Confession. Okay. Ready, let's go? Weil das hier runtergeht, die haben sie hier bestimmt reingesprengt. Nach diesem fantastischen Start in Frankreich setzen wir unseren Weg Richtung Grenoble fort. Wir wollen ja eigentlich ins Vercors. Auch weil das ein heikler Pfad ist und ich hoffe, du bleibst jetzt hier nicht stehen. Ich? Nein, ich fahre hier nur langsam, weil die Fahrradfahrer hier entgegenkommen und die ballern hier ganz schön runter. So sind wir wieder im Tal. Wieder 1000 Meter tiefer. Nicht ganz 800, aber ist schon gigantisch schön hier. Ne? Vor allen Dingen so beeindruckend fast. Ich habe noch nie eine Straße gesehen, die zu so viel Prozent aus Bitumen besteht. Also vorhin war es ja noch schlimmer, aber hier, jetzt ist es neu, aber und willkommen, Le Vercors. Oh, ich habe das die ganze Zeit falsch geschrieben, aber ich denke auch immer ständig, dass man das alles anders schreibt, als man es spricht. Mit OU am Ende. Vercors, weil, keine Ahnung, ich dachte, man spricht es sowieso alles so random aus. Da ist bestimmt noch irgendwo ein U. Eine Sache, die wir recherchieren müssen. Warum stehen die Ortsschilder im Vercors auf dem Kopf? Steht bestimmt nicht auf dem Kopf. Das war jetzt aber schon das zweite, das kann doch kein Zufall sein. Gorge de irgendwas. So eine Schlucht. Schon cool, ne? Fällt man schon echt so unter diesen Felsen drunter hinweg. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon gigantisch, ne? Das ist schon cool. Wann hat man das schon mal, dass man unter so einem in den Stein geschlagenen Überhang drunter hinweg fährt? Dass das alles so hält. Ja, boah.
nicht so tief, also gar nicht so, es geht ja auch ganz schön hoch, meine ich. Also wir fahren hier auch immer tiefer jetzt. Das ist schon sehr besonders. Wir haben hier einfach so eine Straße reingebaut. Ist da unten so ausgeschabt. Oberhalb so ein paar Bolzen reingedreht. Das alles ein bisschen zu stabilisieren. Jetzt kommt es aber nochmal richtig hier. Guck mal. Was für Felswände. Boah. Das war jetzt fast zu überraschend für mich. Also, ich habe das noch gar nicht verarbeitet, wie krass das jetzt aussah. Ist das schön. Was ist hier los? Das ist auch schon wieder so, das ist so ähnlich, muss dieser, boah, kannst du ja gucken. Ist das irre. Guck mal, wenn das da jetzt nicht nur die Straßenverlauf ist, sondern auch so eine Haltebucht, dann können wir da mal. Das ist aber nur der Straßenverlauf. Ja, das ist absolut gigantisch. Ich benuschel hier meine Faszination ins. Das ist ja total. Also, guck dir das an hier. Ich habe das Gefühl, ich fahre schon jetzt so schnell. Da willst du dich ja schon. Hier kannst du wahrscheinlich jede Runde, jede Straße in jede Richtung, keine Ahnung wie oft fahren. Die Gourche de la Bourne ist für viele ein absolutes Highlight im Vercors. Und auch wir sind total fasziniert von dieser einzigartigen Schlucht. Das ist ja echt gigantomanisch, ne? Dass da so gerade drüber geht, fast so eine Art Plateau oder totales Plateau und dann da vorne abbricht. Boah! Jetzt bin ich froh gewesen, dass ich die Kamera einfach habe laufen lassen. Ist das geil. Das ist da alles so. Das ist so ein normaler Berg, das so begrünt ist, weißt du? Und dann ist es so. Dann ist da so ein Quader. So ein Steinquader. Ja, Vorsicht, guck. Boah, krass darunter. In die Ebene. Gar keinen Fall. Boah, spazieren? Okay. Ach, wenn man da so parken kann. Ich suche uns da auch so eine Haltebucht suchen. Boah. Das ist ja absolut grandios. Hier können wir mal halten. Der Kumler Wall ist gerade einmal gute 3 Kilometer lang. Gilt aber als das Highlight des Vercors. Die spektakuläre Höhenstraße wurde Ende des 19. Jahrhunderts für den Holztransport in den Fels gesprengt. Absolut grandios. Ich wollte gerade sagen, huch, das war's jetzt schon, aber das war wahrscheinlich jetzt nur der erste kleine Abschnitt. Vielleicht sehen die anderen Abschnitte jetzt anders aus, aber diese Straße muss auf jeden Fall ja noch ein Stück weiter hier in den Fels gehen. Zumindest sah das auf den Bildern immer so aus, dass die gar nicht so kurz ist.
Gerade noch den Col de Carrie passiert. Jetzt geht's auf die letzte Abfahrt. Route des Grand Goulet. Ach nee, des Grand Goulet, okay. Ich habe Grand Boulette verstanden. Grand Boulet ist auch auf jeden Fall nicht verkehrt. Auf der Abfahrt nach Pont-et-Royans haben wir noch das Glück, Steinböcke an den Felsen beobachten zu können. Unglaublich, wie diese Tiere sich an den steilen Felsen bewegen können. Da sind wir doch heute schon mal lang gefahren, oder? Das Felsendorf selbst zählt auch zu den touristischen Zielen in der Region. Es ist zum Teil in den Fels gebaut. Wir stromern hier noch kurz durch den Ort, bevor wir versuchen, etwas zu essen zu bekommen. Off-Season im Vercors heißt auf jeden Fall, dass man sich gut überlegen muss, was man essen will und wo man essen will, weil es hat nicht viel offen. Entweder ist es teuer oder ausgebucht oder teuer und ausgebucht. Und jetzt mussten wir uns mit ein bisschen 3- asiatisch zufrieden geben, aber was für ein Sonnenuntergang. Ihr wisst ja, diese Filme zu produzieren ist ziemlich aufwendig. Wenn euch der Film also gefallen hat, dann ist vielleicht auch der Bildband was für euch. Der kommt mit einer viel ausführlicheren Geschichte und viel mehr Hintergrundinformationen, als man jetzt in 2,5 Stunden Film packen kann. Und natürlich kommt der inklusive der GPX-Files. Und auch wenn ihr vielleicht persönlich nichts damit anfangen könnt, als Geschenk funktioniert sowas wirklich immer gut. Und ansonsten lasst mir doch gerne einfach ein Abo da. Das würde dem Kanal sehr helfen. Der folgende Tag beginnt leider mit Regen, der aber bald besser wird. Wir starten also relativ spät. Das schlechte Wetter tut der Landschaft aber überhaupt keinen Abbruch. Es ist einfach alles wahnsinnig schön. Oh, ist das schön. Wirklich nochmal ganz anders. Fast wüstenartig, diese Abhänge. Trotzdem noch Vercors. Wieder eine ganz andere Seite. Ich finde die Farbe der Felsen ist auch anders. Also eher grau hier und gar nicht mehr dieses rötlich wie Sandstein. Ich fahre hier mal rechts raus. Ha! Gut geraten habe ich. Besonders begeistern uns die zahlreichen Picknickmöglichkeiten. Überall gibt es kleine Tische und vor allen Dingen Trinkwasserquellen. Insgesamt hat man den Eindruck, dass Frankreich hier von einer unglaublichen Ruhe geprägt ist. Das ist echt nett hier. Jetzt fahren wir hier noch so eine kleine Detour. Diese Häuser, die sehen so malerisch aus hier. Zum Teil auch sehr schön restauriert. Ja, alles ist auch so einfach instand gehalten. Ne? Das ist alles aus so Naturstein und diese bunten Fensterläden zu dem Naturstein. Das finde ich ja so schön. Das ist hier ja eine irre Landschaft. Und jetzt geht das hier noch weiter runter und dann in den Wald rein. Ist das genial. Boah, ist das fantastisch hier. Also das lohnt sich auf jeden Fall, hier auch noch mehr Zeit zu verbringen, die kleineren Sträßchen zu fahren.
obwohl das hier jetzt eigentlich auch schon eher eine bekanntere Sache ist. Hier kommt jetzt gleich der Gipfel der Scheitelhang vom Col de la Croix. Col de la Croix. Sage und schreibe 745 Meter. Das Motorradfahren geht hier wirklich absolut grandios. Prost. Prost. Das ist hier auch Hunger. Ich bin ganz glücklich, bitte nimm mich in den Arm. Wir haben hier einen Campingplatz entdeckt. Mega geil. Le Moto Camping, totaler Zufall. Gar nicht danach gesucht irgendwie. Und der ist halt super darauf ausgerichtet. Es gibt wirklich massig Platz, man kann sich überall was aussuchen. Und wer Bock hat, findet halt auch noch 1000 andere Möglichkeiten, in unterschiedlichsten Formen hier unterzukommen. Also von einfachsten Zelten, wo man nichts außer einen Schlafsack mit haben muss, bis zu völlig ausgestatteten Bungalows und so kleinen Caravan-Dingern, wo man dann auch noch so ein eigenes kleines Sanitärding dran hat. Das ist total geil. Wir haben uns jetzt auch entschieden, hier noch 2 Nächte zu bleiben und morgen noch einen Tag durchs Vercors zu fahren und dann morgen Richtung Avignon. Ach so. Und hinter der Mauer ist auch noch ein Pool. Also die erste Nacht im Zelt war mäßig. Das gute Stück hat 15 Jahre auf dem Buckel und so wasserdicht es auch noch sein mag, wenn es dann die ganze Zeit durchregnet, fängt es dann irgendwann an durchzutropfen und dann kriegt man die ganze Zeit immer so Wassertropfen ins Gesicht. Das macht das nicht so geil, aber es ist nicht abgesoffen oder sowas, es ist nicht größer undicht und für diese Reise wird es wahrscheinlich noch taugen. Wir fahren jetzt noch eine kleine Runde durchs Vercors, ein bisschen was wir jetzt gestern noch ausgelassen haben und werden morgen weiter nach Avignon fahren und da dann wahrscheinlich nur eine Nacht bleiben. Dafür haben wir jetzt noch ein paar richtig schöne Highlights im Vercors, also wirklich ein absolutes Traumgebiet für Motorradfahren. Ich meine, ja, wir sind auch diesen Moto-Campingplatz, der sich auf Motorradfahrer ausgerichtet hat. Besser kann es eigentlich nicht laufen. Wahnsinn. Ich finde ja solche Plateau, wie sagt man denn, wie heißen die oben so flach sind? Plateauberge? Naja. Die finde ich ja irgendwie immer so faszinierend. Also ich finde die viel spektakulärer noch, also wahrscheinlich A wegen dem Seltenheitswert. Ein normaler Berg ist halt oben spitz. Und von denen sieht man halt nicht so häufig. Aber auch, weil das halt einfach so ein bisschen unnatürlich aussieht. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen wie die Meteora-Landschaft. Bei den Meteora-Klöstern, das sieht auch so unwirklich aus, als ob das gar nicht, das gehört so nicht. Weißt du, ein normaler Berg hat oben spitz zu sein. Col de Bacchus. Die Sprache, wahrscheinlich spricht man das wieder ganz anders aus. Wahrscheinlich Bacchus. Ja, wieso? Albert Camus schreibt man auch Camus. Ja. Und also dann ist dann Bacchus gar nicht so, dann bin ich zumindest in meiner Sprachlogik, auch wenn die wahrscheinlich völlig hirnrissig ist, dann gar nicht so weit weg, dass das dann, wenn Albert Camus so ausgesprochen wird, dann kann zumindest mir niemand sagen, dass die Vermutung, dass Col de Bacchus, wenn das Bacchus geschrieben wird, gar nicht so abwegig ist. Ist nicht so abwegig. Dankeschön, Dankeschön. Nur es ist doch deutlich fresher, als ich dachte. Also ich bin auf jeden Fall nicht unfroh, dass ich mein Pullover anhabe. Also zum Fahren ist das hier immer noch
absolut geniales Gebiet. Musst du da eine Beschwerde einreichen? Das könnt ihr jetzt schon mal für uns aufklären. Also ja, du möchtest eine Beschwerde einreichen. Da unten ist Sonne. Siehst du das da rechts? Kann man nicht lange runter gucken, aber wir sind hier oben in der links und unten siehst du, das Tal liegt in der Sonne. So, hier oben ist übrigens die Passhöhe Col de la Bataille. Aber wie Sie sehen, brauchen wir jetzt hier nicht. Wahrscheinlich hat man hier einen gigantischen Ausblick ins Vercors zu Ihrer Linken. Deswegen ist das da auch alles so vorbereitet, dass man da so schön runter gucken kann. Aber ich glaube, uns bleiben heute nur die Strecken. Immerhin regnet es hier oben in der Wolke nicht. Das muss man ja auch sagen. Man muss die positiven Dinge sehen. Alter Schwede. Aber Der Blick runter ins Tal ist sicher fantastisch. ja, ein bisschen was kann man erkennen. Dass da ein Tal ist, zum Beispiel. Aber auf jeden Fall auch sehr besonders. Also ich finde schon das Fahren auch an diesen Felsen und die abwechslungsreiche Landschaft hier ist ja ziemlich besonders. Abgesehen von den total schönen Strecken zum Fahren. Selbst wenn diese Felsen nicht wären und es wären nur die Strecken zum Fahren, wäre es einfach toll zum Fahren. Das ist Ich meine, da oben auf dem Col de la Machine war so ein Café. Kurz davor sogar. Wenn ich mich richtig erinnere. Col de la Machine, da, das meine ich. Das hatte ich im Kopf. Dahinter beginnt dann gleich der Comblaval, wo wir lang fahren wollten. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf hatte, da habe ich zumindest das letzte Mal ganz viele Motorradfahrer vorstehen sehen. natürlich ist irgendwie nicht schlecht, aber macht das nichts. Wir halten ja an dem Ziel wahrscheinlich. Ja, hier Restaurant, da sitzen auch Leute drin. Ha, kriegen wir auf jeden Fall was Heißes zu trinken. Moderation heute Morgen noch im Zelt gedreht, dem ich mich umgezogen hatte. Hattest du eine Unterhose an? Natürlich nicht. Ah, guck dir das mal an, das wird da schon schön angestrahlt, ne? Ja. Das ist echt fantastisch. Cirque de Comblaval. Boah. Von der Seite aus sieht es dann nochmal ganz anders aus. Ja. Ich habe auch gerade gedacht, eigentlich ist es schön, dass wir es jetzt nochmal von der anderen Seite fahren. Um die Kurve. So gewaltig aus. Das ist so steil auch abbricht. Einzigartig, wie das hier abbricht, genau. Also einfach so. So, hier vielleicht. Hier hätte ich jetzt vielleicht nochmal gehalten. Sonst kommt da wieder nichts. Aber Das ist toll. hier haben wir vorhin gestanden. Und da konnten wir da nicht hingucken. Das ist echt. Dass sie das hier dann reingeschlagen haben, ey. Diese Felsen hier. Der Ort gefällt mir wirklich ganz gut. Der, wo wir jetzt gerade waren. St. Jean en Royans. Boah, es ist einfach
schön hier, ne? Und dann fährt man hier irgend so eine random Strecke, die man jetzt einfach nur rausgesucht hat, weil es halt irgendein Weg war, den man halt noch nicht gefahren ist und der halt zurück zum Campingplatz führt. Und dann fährt man trotzdem wieder durch einfach irgend so eine Talschlucht. Schon fast eher Schlucht. Das ist schon sehr steil. Also das Vercors ist landschaftlich auf jeden Fall eine krasse Hausnummer. Hier kann man bestimmt noch viel länger bleiben und noch 1000 andere Sachen entdecken, die jetzt nicht irgendwie schon irgendwo ausgeschrieben sind. Oha, und da kommt ein Bus. Gott sei Dank ist hier diese... Passt vom Timing gerade ganz gut, ja. Junge. Dankt sich auch. Dann öffnet sich das halt so, ne? Dann warst du vorher in so einem relativ engen Schluchtding und dann geht's halt hier so raus. Boah! Hier ist man quasi schon am Rand vom Vercors. Es ist eigentlich nur noch hinter diesem Kamm hört das Vercors auf. Da geht es dann noch einmal runter und dann geht es halt in eine andere Landschaft über. Aber hier Richtung Süden sieht man so richtig schön, wie es ausläuft, wie sich das nochmal erhebt und so. Der Vercors ist echt landschaftlich wie Westalpen oder wie Tirol in Mini. Oder so ein bisschen wie der Harz auf Steroiden, wobei man da sagen muss, der Harz, dadurch, dass der landschaftlich ja so gelitten hat mit den Bäumen und so, dass man da dem Harz ein bisschen zu viel Lob noch abspricht, landschaftlich gesehen. Fahrerisch kann man im Harz genauso viel Spaß haben, aber natürlich die Landschaft hier, das ist einfach nicht vergleichbar. Es ist eine ganz andere Liga. Oh, hier, das erinnert mich total an die Toskana. Die ist ein bisschen flacher, würde ich fast noch sagen. Aber es ist schon wahnsinnig einzigartig. So geht auch unser letzter Tag im Vercors zu Ende. Wir sind unglaublich froh, in dieser fantastischen Landschaft einfach noch einen Tag länger geblieben zu sein. Auch weil die Akkus leer sind und die Nächte noch immer frisch, ziehen wir für die nächste Nacht noch einmal vom Zelt in einen der Bauwegen. Also das Vercors bietet wirklich absolute Traumstrecken zum Motorradfahren. Verlassen es jetzt durch den südlichsten Ausleger Richtung Avignon, nachdem wir unsere letzte Nacht unser Zelt nochmal gegen ein etwas befestigteres Ding abgegradet haben, weil wir beide irgendwie immer noch husten und immer noch angeschlagen sind von dieser Woche mit keine Ahnung was. Der Witz ist ja, das sieht jetzt noch so wahnsinnig schön, aber fast noch vertraut aus. Die Vegetation ist immer noch ähnlich zu unserer, auch wenn die Bäume ein bisschen anders aussehen. Es ist alles so ein bisschen Kornfelder, ein bisschen Agrar. Es wirkt noch so sehr vertraut, noch so gar nicht mediterran. Und jetzt fahren wir 150 Kilometer bis nach Avignon. Und Avignon liegt dann ja schon fast an der Küste. Das heißt, es wird wahrscheinlich sich wahrscheinlich nochmal so drehen, dass die Landschaft dann nochmal, oder die Gesamtvegetation und so weiter sich komplett nochmal ändert in so ein mediterranes Palmen irgendwas. Dann erhebt sich hier so ein Riesenfels vor einem. Ist das alles gigantisch? Das ist ja wirklich so. Geht's den Hang noch hoch mit Vegetation? Dann kommt dieser Felsblock, aber oben auf dem Felsblock wächst dann auch wieder was. Landschaft nochmal so eine Ebene herausgezogen. Weißt du, so ganz abrupt. Mhm. Ja.
schon hier. Geht jetzt weiter in ins südliche Vercors. Beziehungsweise das zieht sich tatsächlich noch ein ganzes Stück weiter südlich, als wir jetzt fahren. Wir biegen dann irgendwann Richtung Avignon ab. Aber ein Stück weiter Richtung Süden kann man das alles noch wunderbar auskundschaften, wenn man Lust dazu hat. Wie prophezeit wird die Landschaft mit jedem Kilometer Richtung Süden immer trockener und mediterraner. Wir haben die wunderbaren Straßen komplett für uns. Denken wir, bis uns ein nicht enden wollender Strom an Luxussportwegen entgegenkommt. Das ist jetzt schon bestimmt der 15. Ferrari. Bentley. Da kommt er. Ja, hier kommt noch einer. Kommt noch einer. Noch einer. Was ist denn heute hier los? Ey, wir haben bestimmt schon 20 Ferraris gesehen. Das war ein McLaren, der erste, der orangene. Nochmal Aston Martin, nochmal Aston Martin, nochmal Ferrari, nochmal Ferrari. Was ist hier los? Also vorher bis hier, jetzt war es so, ja okay, das ist halt irgendeine Truppe, die hat sich irgendwie verabredet, das ist immer was. Aber jetzt scheint das ja irgendwie, keine Ahnung, nimmt ja jetzt gerade Dimensionen an. Es sind 30 oder 40 Autos gewesen. Ja. Nochmal Ferrari. Oder falls du damit gerechnet hast, hier ist wieder einer. Ein Ult. Aston Martin, Ja, ich glaube, das war ein Ferrari. oder? Hier ist noch einer. Ich bin ja fast in einen Ferrari reingefahren gerade. Oh, nochmal so ein Felsüberhang hier. Jetzt müssen wir ein bisschen langsamer fahren, weil wenn jetzt auch noch mal so einer um die Ecke geschossen kommt. Jetzt kommen wir hier nochmal in so eine schöne Schlucht. Ich glaube, man kann hier noch so viele Schluchten fahren. Im Vercors. Ich habe da auch noch ein paar gesehen, wo wir wahrscheinlich auch noch nicht waren. Aber ich meine, ich kann nicht alles sehen, aber... Boah! Porsche, Ferrari. Schon 50 gewesen sein. Und die Porsche fahren, sind ja Ja, da war auch einer, hatte einen GT3 RS. Gebaut. Das hier ist ein GT3 RS. Okay. Kommen wir nochmal. Fetter BMW, nochmal Ferrari, nochmal Ferrari. Was für ein süßer kleiner Ort. Alles aus diesem Naturstein. Einfach der Straße folgen. Ich finde das sowieso alles sehr malerisch. Weißt du, diese alten Natursteinsachen. Diese bunten Fensterdinge gefallen mir sowieso so gut, aber überall dazwischendurch wachsen auch Rosen und Mohn und das meiste sieht einfach so bildhübsch aus. Kurz vor unserem Ziel kaufen wir noch die köstlichsten Erdbeeren unseres Lebens. In Laufnähe zur Altstadt ist die günstigste Unterkunft ein Campingplatz. Wir müssen dringend waschen und nehmen anstatt das Zelt für eine Nacht ein Mobile Home. So bleiben uns noch ein paar Stunden, um Avignon zu erkunden. Eigentlich hat die Stadt nur 2 wirkliche Attraktionen. Den weltberühmten Papstpalast, der eher einer Festung gleicht,
und die Reste einer historischen Brücke. Wir machen uns zuerst auf den Weg in die Altstadt rund um den Palast. Dieser war im 14. Jahrhundert Sitz einiger Päpste und vor allem Gegenpäpste, was vermutlich auch die Anlage als Festung erklärt. Er ist, selbstverständlich, Teil des UNESCO-Weltkulturerbes und gehört zu den bedeutendsten gotischen Bauten Europas. Wirklich verzaubern tut er einen aber nicht. Seine immensen Dimensionen schüchtern einen eher ein. Bevor sie schließt, gehen wir deswegen lieber zu der Brücke. Von der hat man dafür einen wunderschönen Blick auf den Fluss und die Altstadt. Wir lernen noch, dass die Brücke zwar auch von wirtschaftlicher Bedeutung war, sie war die einzige, die über die Rhone führte, aber historisch betrachtet diente sie vor allem dem Stadtmarketing. Man kann sich bestimmt in Avignon noch mehr angucken, aber das, mit dem sie auch hauptsächlich werben, ist ja vor allen Dingen diese Brücke und der Papstpalast, den man gerade noch so ein bisschen hier hinter mir erkennen kann. Und das Schöne ist, das hat man relativ schnell gesehen. Also es ist wahnsinnig beeindruckend, der größte gotische Palast Europas. Wir konnten jetzt leider nicht rein. Es sind irgendwelche Dreharbeiten. Manchmal sieht man da auch so eine fette Drohne fliegen. Keine Ahnung, was sie hier drehen. Vielleicht irgendein Game of Thrones Spin-off-Gedöns. Auf jeden Fall ist der gesamte innere Teil vom Papstpalast gespielt. Die Innenstadt selber tatsächlich eher nicht so spannend. Also es gibt den Palast, und es gibt die Brücke und es gibt noch ein, zwei andere schönere Gebäude. Aber prinzipiell der Rest von der Stadt, man geht 2 Seitenstraßen weiter und das ist eher so ein bisschen abgeranzt, könnte man fast sagen. Nichtsdestoweniger auf jeden Fall einen Besuch wert. Wir schauen jetzt noch mal, ob wir noch ein bisschen mehr vom Palast sehen können, zumindest außenrum. Dann suchen wir uns was Schönes zu essen. Den Palast zu umrunden dauert viel länger, als wir erwartet hätten. Es lohnt sich aber. Versteckt in einer Felsenecke finden wir ein schmuckes kleines Restaurant, in dem wir noch fantastisch zu Abend essen. Es ist kein Film. Wir haben tatsächlich noch rausgefunden, dass morgen Louis Vuitton eine riesige Modenshow im Papstpalast, also in diesem ganzen riesigen Festungsding, abhalten wird mit einem Haufen Stars, die wahrscheinlich gerade alle noch in Cannes bei den Filmfestspielen waren oder jetzt noch sind. Ich glaube, die laufen sogar noch. Das heißt, ab morgen ist hier kompletter Ausnahmezustand. Wir sind auch total viele irgendwelche abgedunkelten Limousinen die ganze Zeit durch die Stadt gefahren. Also da ist morgen auch kein Durchkommen mehr. Also, wir haben mal kurz überlegt, ob wir 2 Nächte bleiben, um uns dann den Papstpalast auch ausgiebig von innen anzusehen. Aber es ist heute kein Durchkommen, ist morgen kein Durchkommen und morgen wird wahrscheinlich übermorgen auch noch kein Durchkommen sein. Also war es gar nicht so schlecht, nur eine Nacht zu machen. Ja, schöne Stadt. Zum Abschluss bekommen wir dann noch einen wunderbaren Blick auf die nächtliche Altstadt. Um nicht nur auf dem Motorrad zu sitzen, haben wir für die nächsten Tage vor allem Sightseeing geplant. Unser erster Stopp ist der Pont du Gard. Das Aquädukt aus der Römerzeit war ursprünglich 50 Kilometer lang und diente vor allem der Frischwasserversorgung. Der hier erhaltene Teil umfasst aber auch noch Brückenteile für Fußgänger und Karren auf 2 Ebenen zusätzlich zu der ganz oben verlaufenden Wasserleitung. Unglaublich, was Menschen schon damals erschaffen konnten. Es soll aber nur das erste von Menschenhand geschaffene Wunderwerk dieser Tour sein. Wir fahren nicht besonders weit. Nur 40 Kilometer weiter heißt unser nächstes Ziel Arles. Und Arles hat alles das, was Avignon fehlt. Wenn man sich Südfrankreich in einer Nussschale ansehen will, dann ist Arles definitiv keine falsche Adresse. Historische Gebäude, Kunst und Kultur. Arles sprüht nur so von französischem Flair. Dazu kommt noch, dass man hier 2000 Jahre europäische Kultur auf unfassbar kleinem Raum bestaunen kann. Die gotische Kathedrale ist fast direkt an das römische Amphitheater gebaut. Dazu kommen unzählige kleine süße Geschäfte, Cafés und Restaurants. Vielleicht liegt es daran, dass noch keine Tourismussaison herrscht. Aber wir fühlen uns hier auf Anhieb wohl.
Zum Dinner gibt es köstlichen Tintenfisch in einer Unmenge Knoblauch. Lächeln. Man kann ja über diese Ibis-Budget-Hotels sagen, was man will. Schön sind die alle nicht. Aber gerade in Frankreich habe ich bisher eigentlich nur positive Erfahrungen damit gemacht. Klar, der Raum ist rudimentär, aber man ist da zum Schlafen. Und bisher waren die alle immer in Laufweite zur Stadt. Also wenn man sich eine Stadt angucken will, halt so 15 Minuten plus minus, hatten alle einen gesicherten Parkplatz, der einfach inklusive war und dafür preislich unschlagbar. Wir haben jetzt hier 77 € bezahlt mit Frühstück. Das kann man sich sonst auch sogar noch sparen. Und dafür, dass wir 15 Minuten vom Aal-Zentrum mit gesichertem und abgeschlossenem Parkplatz bekommen haben. Also besser geht's nicht. Wieder die Rhône, oder? Also das war der Kanal der Rhône. Du ist das wie so ein Gollum, ey. Richtig so rumgebückt. Man kann es gar nicht sehen, aber es sind Flamingos. Hier sind ja lauter Flamingos. Es ist hier schon eine wilde Mischung aus reichen Villen, Tourismus und hier fetter Industrie, vermutlich Öltanks oder so. Alles wild durchmischt, aber auch eine wahnsinnig spektakuläre, einzigartige Landschaft. Wir folgen der Straße immer am Meer entlang und machen unser Mittagspicknick dann einfach am Strand. Der Weg am Meer ist hier aber nur teilweise schön. Es gibt auch viel Industrie und entsprechenden Schwerlastverkehr. Wir vermeiden also die Bundesstraße so gut es geht. Ein Friedhof der Karawananhänger. Billiger, als ich es erwartet hätte. Aber es ist sehr schön. Das ist jetzt so ein grüner Fleck. Kurz hinterm Meer. Also das Meer müsste links von uns sein. Und gar nicht so weit weg. Das ist so ein kleines, viel hügeligeres Gebiet. Kurz vor dem Mittelmeer. Was man hier irgendwo zwischen Narbonne und Béziers oder so ähnlich ansteuern kann. Und was einen halt jetzt nicht irgendwie über viel befahrene Bundesstraßen schickt. Aber heute ist es hier brutal windig. Aber es ist traumhaft schön, weil es hier halt auch fast nicht befahren ist. Es ist nur Wein ohne Ende. Und französische Landschaft. Willkommen in Saint-Pierre-am-Meer. Zumindest denke ich, dass das so übersetzt würde. Oh, schön, wie man hier runterkommt. Wieder ein bisschen Sightseeing hier raus. Wir fahren direkt hier lang. Dieser kleinen Burg. Das könnte von dieser Moor-Sumpf-Landschaft hier zwischen den Bergen auch so ein bisschen Mordor sein. Am Nachmittag entscheiden wir uns gegen Narbonne
und beschließen lieber, erst spät in Perpignan zu sein, um dort gleich 2 Nächte zu bleiben. Nachdem gestern dann doch extrem windig war und wir es noch bis Perpignan durchgezogen haben, heute der Start etwas verspätet. Aber wir haben jetzt heute den ganzen Tag Zeit, nochmal Perpignan anzugucken, bevor es morgen über schönste Küstenstraßen nach Barcelona geht. Und auf dem Plan heute steht auf jeden Fall der Palast der Könige von Mallorca. Falls ihr euch fragt, warum der in Frankreich steht, ich habe keine Ahnung. Falls ihr euch fragt, warum es mal mallorquinische Könige gab, das haben wir mittlerweile schon rausgefunden. Irgendwann um 1300, 1400 gab es mal ein Königreich Mallorca. Ob das jetzt nur so hieß oder auch tatsächlich was mit den Inseln zu tun hatte, finden wir vielleicht noch raus. Perpignan ist fast noch schöner als Arles. Es ist vielleicht nicht ganz so voll von Cafés und Restaurants, aber man hat den Eindruck, dass die Wirtschaft hier auch nicht ganz so extrem vom Tourismus abhängig ist. Mit 120.000 Einwohnern ist sie aber auch mehr als doppelt so groß wie das kleine Arles. Wir haben keinen Reiseführer und lassen uns einfach durch die Straßen treiben. Es gibt an jeder Ecke etwas Schönes zu entdecken. Unser erster Stopp ist die 1509 fertiggestellte Kathedrale. Die riesige Kirche ist an sich schon besonders. Uns begeistert aber vor allem der riesige Kreuzgang. Nach einem Spaziergang durch den Park entdecken wir noch das Hotel Pams. Ein Hotel war das Gebäude zwar nie, trotzdem hat der schwer reiche Besitzer es aufwendig und ziemlich extravagant hergerichtet. Das ist total faszinierend. Das ganze Hotel heißt Hotel. Ob es jemals ein Hotel war, ist mir gar nicht so klar. Aber es ist wahnsinnig extravagant von einem Industriellen erbaut worden, der vor allen Dingen in der sich anschließenden Fabrik Zigarettenpapiere hergestellt hat und wohl ein Faible für extravagante Wohnungen hatte. Und eins für die Venus von Milo, weil die zieht sich hier überall durch. Richtig krasses Gebäude von irgendeinem Superreichen aus dem 19. Jahrhundert, aber wahnsinnig faszinierend, mit wie viel Detailreichtum man sich hier ausgelebt hat. Am Nachmittag machen wir uns dann auf zum Palast der Könige von Mallorca. Ähnlich wie der Papstpalast hat man auch hier mehr den Eindruck einer Festung, denn eines Palastes. Vermutlich musste man aber im 13. Jahrhundert einfach pragmatisch sein. Schön ist es trotzdem, durch die historischen, meist meterdicken Mauern zu streifen. Besonders gefällt uns der Blick von den Wehrtürmen. Auf der einen Seite erheben sich die Pyrenäen, auf der anderen kann man das Mittelmeer sehen. Drumrum die Dächer Perpignans. Am Abend holen uns dann auch meine Schwiegereltern ein. Und natürlich gibt es noch lokale Küche, bevor es wieder ins Bett geht. Heute geht's nach Barcelona. Auf so ziemlich schnellstem Weg, aber immerhin an der Küste lang. Wir haben mittlerweile meine Schwiegereltern noch eingesammelt, die diesmal auch mit dem Motorrad hierher gefahren sind. Oder was heißt diesmal? Die auch mit dem Motorrad auf dem gleichen Weg sind. Bennett auch, Bennett. Sortier. Klingt richtig. Sortier, Sortier. Sortier. Ja, das gleiche Spiel. Aber die kennen ja alle den Code. So, hier darf man nämlich nicht rausfahren. Deswegen müssen wir jetzt hier einmal ganz kurz um Pudding. Aber so habe ich mir das vorgestellt. So unten das im Ort, wenn das immer so weitergegangen wäre, aber so sah das halt auch aus. Man ist so leicht oberhalb. Was uns entlang der Küste Richtung Spanien erwartet, ist ein einziger Kurventraum. Die Strecke ist nicht nur wunderschön, sie macht auch einfach unfassbar viel Spaß. Das ist schon extrem schön hier. Und der Unterschied jetzt ohne Ärmel ist auf jeden Fall ziemlich krass.
Ja. Ja, nicht jetzt schon, das ist die Grenze. Ja, noch sind wir in Frankreich, jetzt geht's rechts um die Kurve, dann kommt die offizielle Linie. Welcome to España. Boah, was für ein Ausblick. Sieht ja gigantisch aus, ne? Mhm. Hast du das gehört, was er gerade noch erzählt hat? Dass Barcelona so... So krass ist mit den Motorraddiebstählen. Ja, dass sie die Dinger auch abbauen und so. Das ist... Ja, dass sie da auch die Filter, selbst den Filter klauen und was weiß ich alles. Er hat gesagt, auch Abdeckkappen, Filter, alles, was du irgendwie schnell abbauen kannst. Wenn sie nicht das ganze Ding klauen können, dann klauen die alle Einzelteile. Ah, Col de Frare. Frare? Col de Frare. Oh, Wahnsinn, was für eine Landschaft. Hier an der Küste lang und jetzt geht das hier einfach wieder runter. Nach dem Mittag verlassen wir die Küste und fahren Richtung Autobahn. In Barcelona selbst haben wir Glück. Wir sind noch vor dem Rückreiseverkehr vom Wochenende. Am Apartment treffen wir Annikas Schwester und laden ab. Dann parken wir unsere Motorräder sicher in einer Tiefgarage. Uns wurde dringend empfohlen, die Motorräder nicht auf der Straße zu parken. Jetzt musst du aber auch so höchst skeptisch sein. Eine ganze Woche haben wir jetzt Zeit, die Stadt zu erkunden. Genug für einen eigenen kleinen Film. Unsere persönlichen Highlights will ich euch aber natürlich nicht vorenthalten. Zu einem Besuch in die Metropole am Mittelmeer gehört natürlich die Sagrada Familia. Es ist 20 Jahre her, dass ich das letzte Mal hier war. Damals war es eigentlich nur eine große Baustelle. Jetzt, man kann es nicht anders sagen, ist es ein von Menschen geschaffenes Weltwunder. Alles, aber auch wirklich alles an dem Bau von Antoni Gaudí ist unfassbar durchdacht. Unzählige Kunstarbeiten schmücken die Fassade mit Szenen aus der Bibel oder Bildern, die einfach dem Geist Gaudís entsprungen sind. Man staunt schon, bevor man die gewaltige Kirche überhaupt betritt. Der Kern des gesamten Baus ist, dass alle Decken und Türme auf Säulen ruhen. Dadurch hat diese Kirche keine Zwischenwände und ist im Grunde eine riesige Halle, die auch als Klangkörper fungiert. Was bei den Besuchermassen, die sich hier durchschieben, eher Lärm erzeugt, muss beim Orgelspiel einfach nur umwerfend sein. Die fehlenden Wände erlauben es außerdem, dass die tausenden Buntglasfenster die Kirche in allen Farben des Regenbogens erstrahlen lassen. Es ist einfach nur überwältigend, was Gaudí hier für eine Vision hatte, die man seit über 100 Jahren Realität werden lässt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, einmal im Leben dieses Wunder zu besuchen, dann macht es. Ich habe weder mit Religion noch mit Architektur viel am Hut, aber das hier ist einfach mit nichts auf der Welt zu vergleichen. Aber auch sonst ist die Stadt grundsätzlich einfach sehr schön. Schon echt absolut gigantisch, wie viele ultraschöne, verschnörkelte, verschönerte Altbauten es hier gibt. Man kann in jeder Ecke, im richtigen Viertel, so viel architektonische Kunst entdecken. Das ist Barcelona absolutes Träumchen.
Was uns auch nachhaltig in Erinnerung geblieben ist die eigentliche Kathedrale der Stadt, die mitten im historischen Zentrum der Altstadt steht. Die Kirche aus dem 13. bis 15. Jahrhundert hat zwar mehr Ähnlichkeit mit einem klassischen Gotteshaus, ist aber auch besonders, weil man hier etwas machen kann, was man sonst nie bei Kirchen darf. Man kann einfach aufs Dach gehen. Also das lohnt sich auf jeden Fall megamäßig hier auf dem Dach der Kathedrale. Das Ticket für die Kathedrale enthält auch den Zugang zum Dach. Und hier kriegt man auf jeden Fall einen übertrieben genialen Blick über Barcelona. Vor allen Dingen, weil man so zentral ist und nur die Innenstadt um sich rum hat. Und man kann das tatsächlich einfach so mitmachen. Schön. Eine Sache, die man in Barcelona bedenken muss, ist, man darf gar nicht mit dem eigenen Fahrzeug in die Stadt reinfahren, wenn man nicht vorher eine kostenspielige, aber vor allen Dingen super komplizierte Anmeldung seiner Fahrzeuge gemacht hat. Die einzige Ausnahme dafür bildet nur der Sonntag. Wir waren jetzt tatsächlich zufällig von Sonntag bis Sonntag hier oder sind jetzt von Sonntag bis Sonntag hier. Das heißt, wir konnten unsere Motorräder einfach reinfahren und dann in einem Parkhaus parken. Wenn man sich allerdings trotzdem auf 2 Rädern anstatt mit den Öffis durch die Stadt bewegen will, gibt es einen Haufen Anbieter von so Elektro-Leihrollern. Und die stilvollsten davon haben sogar Vespa-Optik. Die Roller gibt es von verschiedensten Anbietern, in ganz billig bis etwas schicker und sogar auch bis zum Elektro-Äquivalent von 125 Kubik. Die Anbieter haben alle eine App, über die man sich die Geschosse einfach ausleihen kann. Man muss natürlich seinen Führerschein hinterlegen und dieser muss, meistens innerhalb von 24 Stunden, verifiziert werden. Gerade am Wochenende kann das aber auch mal bis Montagabend dauern. Wenn ihr also auch so durch die Stadt cruisen wollt, dann richtet euch das schon vor Abreise ein. Wer die Zeit hat, sollte auch den Palau de la Música besuchen. Die Konzerthalle aus dem Jahr 1908 ist auch allein wegen ihrer Kunst schon eine Führung wert. Sie wurde von Luis Domènech i Montana entworfen, dem Lehrer Gaudis. Hier erkennt man gleich, welchen Einfluss er auch auf seinen Zögling hatte. Natürlich kann man sich auch einfach Konzerttickets kaufen. Zufälligerweise fand während unserer Führung noch eine Generalprobe statt. Klangtechnisch ist es auf jeden Fall absolut besonders. Am letzten Tag raffen wir uns noch einmal auf und erkunden das Gelände des ehemaligen Krankenhauses St. Pau. Der riesige Komplex wurde, wie die Konzerthalle, auch vom Mentor Gaudis entworfen. Er war der festen Überzeugung, dass Heilung nur in schöner Umgebung stattfinden konnte. Deswegen erinnert das Gelände eher an einen Park mit Pavillons, denn an ein Krankenhaus. Viel natürliches Licht, viel Platz für Spaziergänge. Das Personal und die Ärzte mussten sich dagegen durch ein Tunnelsystem bewegen, das sämtliche Gebäude zugänglich macht. Alles, um den Patienten den Eindruck zu geben, eben nicht krank im Krankenhaus zu sein. Was für eine schöne Stadt. Sie wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. Man merkt allerdings auch, dass die Bevölkerung zunehmend unter den Konsequenzen der Massen an Touristen ächzt. Diese Stimmung merkt man als Tourist dann doch sehr schnell. Hier ist nochmal Schnitt Bennett. Auf bennetsmototours.com findet ihr diesen wunderschönen Bildband zum Film. Der kommt mit einer viel ausführlicheren Geschichte, als man jetzt in den Film packen kann und natürlich auch inklusive der GPX-Dateien. Wenn ihr also ein Geschenk sucht oder die Geschichte nochmal ausführlicher nachlesen wollt, dann ist das hier auf jeden Fall das Richtige für euch. Und falls ihr so überhaupt gar keine Verwendung für sowas habt, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Am folgenden Tag brechen alle wieder auf. Laura fährt zum Flughafen, Annikas Eltern Richtung Fährhafen nach Mallorca. Und Annika und ich machen uns auf den Weg auf die Autobahn Richtung Andorra.
Unser grober Plan für den Rückweg ist, das Land zu durchqueren, einen Stopp in Carcassonne einzulegen und dann einige Highlights in den Cevennen mitzunehmen, bevor wir weiter Richtung Norden fahren. Sobald man die Metropole hinter sich gelassen hat, öffnet sich mal wieder eine Traumlandschaft vor einem. Natürlich verlassen wir, sobald wir die Berge erreichen, sofort die Autobahn und fahren direkt auf die Bundesstraße. Nach einer Woche Gewusel in der Großstadt genießen wir die leeren Straßen. Man muss ja sagen, Barcelona ist ja von seiner Architektur und dem Stadtlayout und den Kirchen, den Sehenswürdigkeiten, das ist absolut gigantisch. Aber nach der Woche bin ich jetzt richtig froh, wieder in den Bergen zu sein. Das war auch so viel wuselig. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar richtig schöne Tage Motorradfahren vor uns. Nur Landschaft und Berge. Boah, ist das eine schöne kurvige Straße. Nachdem wir uns jetzt übrigens entschieden haben, in Andorra zu bleiben, eine Nacht, weil das halt streckentechnisch sehr günstig ist, haben wir danach festgestellt, dass Andorra entweder nur eine Skisaison hat oder auf jeden Fall noch keine Sommersaison. Und dass man wirklich sehr günstig, sehr gute Hotels buchen kann. Sehr dunkler Tunnel. Es scheint hier auf jeden Fall eher die lokale Rennstrecke zu sein. Da unten ist ein Parkplatz. Kurz hinter Berga machen wir unsere Mittagspause im Schatten einer Brücke. Die Temperaturen sind wieder jenseits der 30 Grad, aber das Fahren macht hier einfach nur unfassbar viel Spaß. Was für eine schöne Landschaft. Jetzt sind wir richtig in den Pyrenäen angekommen. Wo ist der Kontrast zur Stadt, als wir gerade noch am Meer waren? Ja. Wirklich verrückt, ne? Es ist schon interessant, wie so die Felsen, die Farbe und die Art des Gesteins sich dann schon irgendwie von Regionen, von Gebirge zu Gebirge schon so ein bisschen unterscheiden. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es in den Alpen auch so Ähnliches. Aber ich finde, man hat da schon den Eindruck, dass das immer ein bisschen unterschiedlich ist. Was für ein süßes, idyllisches Örtchen auf dem Hügel, ne? Das vor so einer Kulisse. Und hier ist es wie ausgestorben. Es ist Mittagszeit. Ja. Was für eine kleine Idylle hier, ne? Also es ist jetzt nicht ultra spektakulär im Sinne von, boah, riesige Berge oder so, aber dadurch, dass hier einfach nichts los ist. Vor uns liegen die Straßen wie ausgestorben da. Gerade Spanien ist hier in den Pyrenäen einfach so dünn besiedelt, dass es einfach keinen nennenswerten Verkehr gibt. Die Enduro-Truppe, die da rauskam, ich weiß gar nicht, ob du die noch gesehen hast, die ist an dir vorbeigeknattert. Ich glaube, Ja. Aber so eine ganze Enduro-Truppe auf so kleinen Dingern. Die Pyrenäen sollen auch so ein echtes Schotterparadies sein.
das müsste da dieses San Urgell sein. Da unten, das im Tal. Dass hier auch so viele Brocken runtergekommen sind. Was man hier an Kurven fahren kann, ne? Ein bisschen mit beidem. Das ist total geil. Was die Strecke hier an Kurven zu bieten hat. Und das ist ja nicht so ein bisschen die Hauptwege oder so, sondern das ist halt ein bisschen eher so ein Nebending. Das ist nicht klein so. Es ist wahrscheinlich kleiner schon als die Hauptwege, wo man das vielleicht noch schneller fahren könnte oder so, aber das Asphalt ist top. Gibt sogar noch so ein Fangding, Seitenstreifen. Nein, Seitenstreifen ist falsch. Wie heißt das Ding? Leitplanke. Was für ein schönes Tal! Ja, hier, passt, Autos. Und hier scheint jetzt die Grenze zu sein. Ich glaube, die sprechen hier alles. Die sprechen hier Geld. Hier auch schon wieder Betten über Betten. Bettenbunker hier. Bettenbunker da oben. Wahnsinn, wie man sowas so zupflastern kann. Guten Morgen aus Andorra. Das Land ist eigentlich nur ein großer Talkessel, der von da bis da sich einmal hier durch die Pyrenäen zieht. Und außer einem Pass und einem Tunnel, oder 2 Tunneln, gibt auf jeder Seite auch einen Tunnel, gibt es hier eigentlich keinen Weg rein oder raus. Es soll wohl noch ein paar Schotterstraßen geben, die man noch über andere Schmugglerpassagen oder sowas fahren kann, aber im Wesentlichen ist das hier ein großer Talkessel, der komplett zugebaut ist mit Hotels und nicht wirklich schön ist, nicht wirklich viel zu bieten hat, außer Skipisten. Wahrscheinlich ist es im Winter hier eine andere Hausnummer. Jetzt ist es auf jeden Fall so, dass es sich überhaupt nicht lohnt, hier durchzufahren. Es gibt Tankstelle an Tankstelle, Mall an Mall und ansonsten nur Hotels und wahrscheinlich irgendwelche Wohnungen für Leute, die hier Steuern sparen wollen. Das Wetter hat sich im Gegensatz zu gestern auch noch gedreht. Also wir sind hier bei knapp 30 Grad angekommen und jetzt es hat heute Morgen die ganze Zeit durchgeregnet, 10 Grad oder 12 Grad oder sowas. Wir fahren jetzt mal auf den Pass. Da oben ist auch natürlich wieder ein riesen Shopping-Center. Gucken wir wahrscheinlich mal kurz rein. Keine Ahnung, es soll Zigarren günstig geben, aber ansonsten ist hier wirklich nichts, für das es sich lohnt, hierher zu fahren mit dem Motorrad. Wir hatten tatsächlich nicht den Plan, hier durchzufahren. Das hat sich jetzt nur so ergeben, weil wir jetzt, wie wir die Rücktour geplant haben, tatsächlich hier der einfachste Weg war, durchzufahren. Und dann dachten wir, schauen wir uns das mal an. Für heute ansonsten ist noch ein Highlight der Tour geplant. Die Grotte du Masasil oder so ähnlich. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Eine Höhle, durch die man durchfahren kann. Absolut. Auch mit den letzten Schneeresten hier. Ob die alle weg sind im Sommer oder? Boah, es wird ja nicht noch, es wird ja immer schlechter, ey. Ich kann gar nichts mehr sehen. Das beschlägt auch noch so. Das ist dann auch noch voll vorm Visier. Tja, die Wolken sehen von außen wohl immer schöner aus als von innen. Gestern 32 Grad und abgekocht worden. Heute 9 Grad und Regen. Bei noch besserem Wetter würde das hier richtig spektakulär aussehen, ne?
Von dem schlechten Wetter in Frankreich lassen wir uns aber nicht die Laune verderben. Gleich nach dem Mittag erreichen wir dann die Grotte du Mas d'Azil, eine sogenannte Tunnelhöhle. Durchfahren habe ich allerdings vorher noch nie eine Höhle. Allein das macht dieses Erlebnis schon absolut einzigartig. Sollte man eine ganze Tour um diese Hülle legen? Definitiv nicht. Dafür ist es dann halt einfach doch ein bisschen zu kurzweilig. Aber diese Höhle, wenn man hier in der Gegend ist, es ist absolut genial, da einfach durchzufahren. Ich meine, wann kann man mal durch eine Höhle fahren, in der auch noch ein Fluss durchgeht? Ich bin ein bisschen geflasht, sag ich ehrlich. Finde ich, ist eine absolut Top-Location, wenn man mit dem Motorrad in die Pyrenäen fährt. 10 von 10. Weil es uns in Perpignan so gut gefallen hat, einen ganzen Tag Zeit zu haben, entscheiden wir noch heute bis Carcassonne durchzufahren und dort gleich 2 Nächte zu bleiben. Die absolut richtige Entscheidung. Nicht nur ist das Wetter am nächsten Tag viel besser, die Stadt hat auch einfach viel mehr zu bieten als ihre weltberühmte Burg. Mit ihren heute knapp 50.000 Einwohnern war sie vor allen Dingen ein Handelszentrum. Genau auf halbem Weg zwischen Toulouse und Perpignan gelegen, herrschte hier schon immer ein großer Warenverkehr. Wir entscheiden uns zuerst, den modernen Teil der Stadt am Fluss anzusehen. Und mal wieder werden wir absolut überrascht. Man erwartet irgendwie ein rein touristisches Treiben voller Ramschläden. Aber dem ist hier überhaupt nicht so. Bunte Häuser, kleine Läden und Boutiquen, viel Treiben auf dem Markt. Und, zumindest jetzt noch, so gut wie keine Besucher. Nur Locals, die ihren Geschäften nachgehen. Wir stromern durch die Gassen und genießen hier, genau wie in Perpignan und Arles, einfach diesen französischen Flair. Am Nachmittag machen wir uns auf den Weg zur alten Stadt, die sich rund um die Burganlage erstreckt. Die Festungsanlage selbst gilt als eine der größten und besterhaltensten Burgen Europas. Ihre Grundmauern wurden schon im 1. Jahrhundert vor Christus vor den Römern gelegt. In den folgenden, fast 2000 Jahren wurde sie stetig erweitert und ausgebaut und im ausgehenden 19. Jahrhundert aufwendig restauriert. Es lohnt sich, hier die Zeit zu haben und einfach durch die historischen Gassen zu schlendern. Wir haben unglaubliches Glück, das hier außerhalb der Saison machen zu können. Obwohl die Altstadt hier von Carcassonne nur von Touristenshops und Restaurants eingenommen wird, muss man sagen, die schiere Dimension von dieser Festung, von dieser alten Stadtmauer und der ganzen Altstadt auf dem Hügel, das ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Man fühlt sich hier wirklich in der Zeit zurückversetzt, wie das halt einfach im Mittelalter war. Und wie einzigartig sich dieses Bauwerk hier aus der Landschaft erhebt. Wahnsinnig faszinierend. Zum Abend dinieren wir dafür nochmal richtig gut. Es gibt Cassoulet, einen lokalen Eintopf aus verschiedenstem Fleisch, gekocht mit dicken weißen Bohnen und einem absolut göttlichen Nachtisch. Also der Tag startet auf jeden Fall mal mit Kopfschmerzen und Regen. Das wird jetzt wahrscheinlich irgendwie zusammenhängen. Diese Wetterumschwünge, irgendwie merke ich das immer brutal im Kopf. Aber wir haben heute einen meiner Lieblingsfahrtage oder zumindest geplanten Fahrtage, weil wir haben
nur ein grobes Ziel irgendwo Richtung dem Viadukt von Millau. Nähe Millau wollen wir uns eine Unterkunft suchen oder einen Campingplatz. Und bis dahin gibt es keine Punkte auf der Karte. Ich habe einfach nur ein paar Mountain Passes geplant, random rein in die Cevennen. Und darauf freue ich mich jetzt schon richtig, weil das ist jetzt keine groß recherchierte Tour oder sowas, sondern einfach nur frei Schnauze Motorrad fahren. 20 Kilometer hinter Carcassonne und die Landschaft ist jetzt schon wieder absolut fantastisch. Also es ist jetzt keine Landschaft, wo jetzt irgendwie schon die riesigsten Berge im Hintergrund auftauchen, aber es ist wahnsinnig kurvig, hier ist ständig hügelig, man hat kleine Orte, zum Teil sehr schön hergerichtet sind, viel Wein. Und es lässt sich hier einfach zügig fahren, im Sinne von, dass man hier einfach so einen guten Fluss hinkriegt. Also ich bin schon begeistert. Und natürlich, dadurch, dass man immer mal wieder so ein bisschen so einen Hügel hinaufkommt, kriegt man hier so super den Blick über die Landschaft. Wir kommen jetzt außerdem in ein Gebiet, das hier quasi das sind ja jetzt noch nicht Cevennen, das ist irgendwas mit L, in dem es eines der am dünnsten besiedelten Gebiete Europas ist. Das dünnst besiedelte Gebiet Frankreichs ist es sowieso in den Südcevennen, da sind wir jetzt noch nicht, aber da kommen wir durch. Und es ist eines der am dünnsten besiedelsten Gebiete in ganz Europa. Ist auch nochmal spannend. Also bis auf so ein paar Metropolregionen wie Millau oder so wohnt dann da fast keiner mehr. Auf jeden Fall gefällt mir das hier ziemlich hier so. Kleinen Orte sehen auch alle so schön aus. Mit den Rosen. Schon wieder. Fahrtechnisch, landschaftlich, das ist alles ein absoluter Traum hier. Das ist wirklich, es ist einfach schön und es macht total viel Spaß hier lang zu fahren. Leider spielt bei uns das Wetter jetzt leider immer noch nicht mit. Es sollte zwar eigentlich immer besser werden tagsüber, aber je höher man kommt, desto unliebsamer ist es dann doch wieder geworden. Wir hängen hier schon wieder irgendwie so knapp auf der Wolkenhöhe. Es regnet nicht, die Straße ist trocken, aber es ist halt alles so nasskalt. Wir sind jetzt auch auf knapp 1000 Metern von der Höhe und irgendwo bei 10, 11 Grad ist es noch machbar. Vor allem, wenn man runterkommt, ist halt schnell wieder 15, aber der Spaßfaktor würde noch besser rauskommen, wenn es einfach noch ein bisschen besseres Wetter wäre. Aber ansonsten kann man das hier zum Motorradfahren auf jeden Fall jedem empfehlen. Das ist absolut geniale Strecken. Oh, das ist richtig schön. Oh, da ist noch so ein richtiges Chateau zwischen den Bäumen. Oder auf jeden Fall irgendwas Historisches, etwas Älteres. Ah, dieser rote, das ist eigentlich Sand, das ist rote Erde, ne? Das ist jetzt kein Fels. Aber was für ein schönes kleines Tal hier, ne? Supersportler willst du jetzt hier nicht in die Kurve legen, so wie die Straße aussieht, aber ist ja alles trocken, also das ist alles noch übersichtlich. Oh, die haben auf jeden Fall sich das schön renoviert.
An diesem Abend finden wir ein sehr einfaches, aber dafür auch sehr günstiges Trucker-Hotel irgendwo in den Cevennen. Es ist hier wirklich extrem dünn besiedelt. Heute ist auf jeden Fall ein Tag voller Highlights. Wir haben das Viadukt von Millau. Dann geht es in die Gorges du Yonte, keine Ahnung. Und dann direkt in die Tarnschlucht. Und dann hinter der Tarnschlucht am Ende nach Saint-Emilie, irgendwie so. Ein Haufen Highlights aus den Cevennen. Und danach schauen wir mal, wie wir weiterfahren. Ob wir noch großartig weiterfahren. Es sind nicht viele Kilometer, 160 heute. Hotel Majestic. Oh, günstig und gut. Vor allem günstig. Fragt man sich, warum sie das Auenland nicht hier gedreht haben. Ja, eigentlich schon. Auf der anderen Seite waren wir auch noch nie in der Gegend, wo sie das in Neuseeland gedreht haben. Also hinkt der Vergleich vielleicht auch, aber es ist schon so ein bisschen, es ist so hügelig, rauf, runter, rauf, runter. Oh, wir biegen hier rechts ab. Ich glaube, das ist die höchste Brücke Europas. Ich glaube, die höchste Brücke oder Autobahnbrücke der Welt steht in China. Das Viadukt von Millau ist auch wieder ein Bau der Superlativen. Die Brücke ist mit knapp 2500 Metern nicht nur die längste Schrägseilbrücke der Welt, sie ist auch mit 343 Metern die zweithöchste Brücke weltweit. Und damit, ganz nebenbei, auch das höchste Bauwerk Frankreichs. Es ist schon ein gigantisches Ding. Das müsste hier auch der höchste Pfeiler sein, der da steht, oder? Soweit das mich jetzt nichts täuscht. Ja, wenn du von links zählst, der dritte, ja. Von rechts der zweite. Ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Das sieht auch gleich wieder absolut genial aus. Oh, ist das schön da runter. Oh, kannst du nochmal aufs Viadukt gucken. Hier oben, das sind nicht so kleine Straßen, aber dieses bisschen zügiger Fahren, finde ich, tut jetzt ganz gut. Also so von der reinen Temperatur her. Man merkt jetzt deutlich, dass wir mehr in den Südcevennen sind. Der Verkehr ist quasi nicht existent und es gibt einfach kaum Siedlungen und entsprechend auch fast überhaupt keinen Verkehr. Sehr schön. Boah. Diese Felsen, das ist dann schon immer beeindruckend. Jetzt kommen wir wahrscheinlich in den Hauptteil. Boah, krass. Ja. Spektakuläre Felsformationen. Auf jeden Fall. Genial. Das ist schon fast auf einem anderen Planeten, ne? Also denkt ihr mal die Häuser weg.
Da oben sind wir lang gefahren oder da drüber, auf diesem Hochplateau. Sind wir ja erst in die Richtung gefahren. Boah. Das ist ja beeindruckend. Also ich hatte mir schon vorgestellt, dass es beeindruckend ist, aber das ist ja wirklich ein gigantischer Großraum. Und ist ja jetzt nur die quasi nicht spektakuläre, ne? Das ist jetzt ja quasi nur so hier kannst du halt, wenn du aus der Richtung kommst, dann kannst du auch gut durch die Gorge de Jon, wie auch immer, durch hier lang halt fahren. Das lohnt sich, aber es ist halt noch nicht so spektakulär wie die Tarnschlucht. Ja, das ist richtig gewaltig hier. Diese Überhänge hier. Das ist ja wirklich absolut gigantisch. Die Tarnschlucht ist landschaftlich auf jeden Fall das Highlight der Cevennen. Die Jonte-Schlucht ist schon wahnsinnig schön, aber die Tarnschlucht stellt nochmal alles in den Schatten, was man vorher gesehen hat. Sie ist bis zu 500 Meter tief und mit 35 Kilometern Länge auch so lang, dass man nicht nur einfach durchrauscht. Bin ich heute einfach sehr gut drauf. Alright. Komm, mein Group Member. Schauen Sie sich das hier an. Nee. Den Felsen überm Klohäuschen. Boah. Das ist ja irre. Ich finde immer diese Überhänge fast noch krasser, wenn es so über einem der Fels ist und der so keine andere Stütze mehr hat, sondern wirklich nur so von einer Seite kommt. Ja, das verstehe ich auch. Oh. Wollen wir dann noch einmal durchfahren? Über den... Hinter mir ist einer, aber Ja, dann drehen wir da jetzt nochmal. Ach so, das ist die Straße, die sich da aufteilt. Na, da mussten wir von dieser Seite ja natürlich nochmal fahren. könnte ich jetzt auch das letzte Stück vorfahren? Nee, das ist auch Das ist ja der absolute Wahnsinn. Es ist schon verständlich, warum das hier das Highlight der Cevennen ist. Ja. Und wie weit das noch geht, ne? Ja. Ich hätte es schon längst gedacht, dass es eigentlich circa zu Ende ist, aber Ich glaube, vom Beeindrucken-Skala finde ich das
finde ich das auch noch krasser als die Tara-Schlucht. Ja, das ist zwar die tiefste Schlucht Europas, aber man fährt halt auch nicht da. Guck mal, jetzt sind wir fast am Wasser unten. Also das ist jetzt schon, wie hoch dann die Wände gehen, wo man halt sich dann da auch aufhält. Ich weiß, ich glaube, der Canyon du Verdun, der ist ja der größte Canyon Europas, ne? Ja, ich glaube, so ist es. Ich glaube, das ist der größte in Europa. Der tiefste ist Tara. Oh, was für ein Blick. Hier nochmal ins Dorf. Talstadt. Jetzt kommen wir hier tatsächlich nochmal um die Ecke und können nochmal in die Schlucht gucken vielleicht. Ja. Wir haben heute entweder viele Kilometer oder wenig. Das ist noch nicht so ganz klar. Wir haben erstmal wenig. Wir wollen zum Solingen Frankreichs nach Laguiole. Aber das ist von hier gar nicht so weit. Das sind nur so 70 Kilometer. Da werden wir schön frühstücken. Und wenn wir das geschafft haben oder wenn wir da angekommen sind, dann fahren wir einfach relativ easy und entspannt Richtung Norden. Ja, aber nach gestern, nach dieser gigantischen Tarnschlucht, ist es heute vielleicht mal wieder ganz entspannt, einfach nur frei Schnauze zu fahren. Ohne große Punkte, wo man Stops macht, sondern wirklich einfach nur fahren halt. So richtig schön Motorrad fahren. Was ist für eine schöne Strecke. Also es ist wirklich kurventechnisch oder fahrtechnisch hat es bisher super viel Spaß gemacht. Ne? Ja. Ich fand auch die langgezogenen Kurven am Anfang so schön. Und dann mal wieder so ein Natursteindorf. 3 Häuser, von denen unklar ist, wie viele Leute da noch leben. Sind wir hier auf so einer schönen Hochebene. Von Torstig. Das sieht ja echt wie gemalt aus, ne? Ja, auf jeden Fall. Der kleine Ort Laguiole hat zwar nur etwa 1200 Einwohner, ist aber weltberühmt für seine Messer. Die gibt es hier in allen Variationen und vor allem zu allen auch noch so absurden Preisen. Deswegen suchen wir uns eine kleine Schmiede, die nicht unbedingt an der Hauptstraße liegt. Tschüss, Laguiole. Schöne Messer machen sie. Teuer sind sie leider alle. Aber das Schöne ist, hier ist keiner. Hier ist nicht nur kein Heizer, sondern einfach niemand. Zumindest nicht auf der Straße. Sowas ist natürlich so, das sind schon echt so richtig perfekte Kurven fast, ne? Kannst du dich so 1A reinlegen.
Das ist ein kleines Schlösschen oder Chateau oder wie man sowas nennt. Chateau als Schloss. Ach so. Das ist französische Wort für Schloss. Wahnsinn, was man hier Motorrad fahren kann. Das sind so endlose Wiesen auch, ne? Hier ist so wenig irgendwie in dem Sinne angebaut oder so. Oder ich weiß jetzt gar nicht, für was diese ganzen Flächen, ob die für irgendwas genutzt werden. Aber es sind auch super viele Wiesen einfach, ne? Ja, geht's ja ganz schön steil runter. Wir sind hier übrigens in einem Gebiet von erloschenen Vulkanen. Wären hier? Keine Ahnung. Wo wären? Ich und Französisch werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Aber ich und französische Landschaft wahrscheinlich schon eher, weil das ist so genial, hier Motorrad zu fahren. Es gibt langgezogene Kurven, es gibt kleine Sträßchen. Wir haben jetzt hier wirklich nur wieder eine random Strecke durchgelegt. Wir müssen irgendwie Richtung Norden. Das sah ganz gut aus. Der erste Vorschlag war halt da so ein bisschen kurvig durchzufahren und dann 2, 3 Mountain Passes noch eingeplant. Und dann kriegt man halt immer echt so eine Top-Strecke irgendwo hin. Und hier ist einfach gar kein Verkehr. Wir sind jetzt hier auf der Auffahrt zu einem der eher höheren, größeren Pässe. Hier stehen 3 Wandererautos und es sind bisher 2 Fahrradfahrer den Hügel runtergekommen. Also hier kann man Motorrad fahren ohne Ende und man muss sich nicht mal irgendwie groß schlau machen, wo man überall langfahren will, weil es ist einfach alles geil. Das ist schon famos. Jetzt sieht man hier auch ein bisschen diesen schwarzen Vulkanstein, ne? Wenn der Stein da rausguckt, kann man erkennen, dass es jetzt auf jeden Fall vulkanischer ist. Ja, gerade hier runter jetzt der Blick. Schon echt lustig, wie man da unten im Tal die Sonne scheinen sieht. Und hier oben hängen wir in einer Wolke. Also, ist ja noch nicht in der Wolke, aber... In der Wolke wie in Andorra. Nee, das stimmt, aber hier oben ist es halt so total bewölkt. Könnte schon fast nieseln. Gesicht ist trotzdem total top. Du kannst da ewig reingucken und siehst halt wieder unten irgendwer ein Sonnenbad nimmt. Das ist hier echt ein Fahrtraum ohne Ende. Das ist der früheste Start der Reise. Es ist 7:30, 7:20 Uhr oder sowas. Wir sind komplett eingepackt. Wir haben jetzt den Beschluss gefasst, beziehungsweise den Versuch gestartet, dass wir jetzt doch in 3 Tagen die letzten 1300 Kilometer fahren. Ob wir das schaffen, wissen wir noch nicht, sonst müssen wir halt noch ein paar Tage bei Nancy bleiben. Aber wir sind heute jetzt so schnell nochmal durchgestartet, weil von da, ein bisschen sieht man es, kommt gleich nochmal eine ordentliche Regenfront rüber. Und wir fahren Gott sei Dank komplett in die andere Richtung. Also versuchen wir jetzt nochmal wegzukommen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal noch richtig schön durch dieses Vulkansteingebiet, irgendwo Richtung Dijon. Punkt 8 und wir fahren seit 20 Minuten und sind nach dem Campingplatz einfach nur von der Hauptstraße auf so eine etwas kleinere Straße Richtung
ja, Hügeligkeit. Wir sind hier schon in den Hügelbergen irgendwie. Das ist ja alles nur so mittelgebirgshoch. Also wir sind jetzt von 700 auf 900 Meter gekommen und viel höher wird es wahrscheinlich nicht mehr rausgehen. Aber es ist total verwunschen. Also es ist eine absolut traumhaft schöne Gegend, die total kurvig ist. Aber halt gerade jetzt im es geht jetzt schon in den Sommer über, aber es blüht noch vieles. Und es ist alles total grün. Es hat schon so ein bisschen was von Märchenwald. Auch weil alles hier so dicht bewachsen ist. Es ist erstaunlich, wie gut diese Straße hier freigeschnitten ist. Dafür, dass hier offensichtlich nicht so wirklich gemäht wird, wenn man rechts und links sieht. Hier vielleicht schon, aber das gehört wahrscheinlich jetzt zur Einfahrt. Das muss er da unten wahrscheinlich mähen. Oder will das für sich mähen. Also dafür, dass hier eigentlich kein Mensch dran wohnt und dass hier kein Mensch dran fährt, ist die Straße top in Schuss, freigeschnitten, Asphalt ist in Ordnung. Hätte ich nicht erwartet. Oh, Kuh. Jesus Christ, okay. Manchmal sind die das so gewöhnt, dass die dann einfach nichts machen. Aber wenn die dir natürlich jetzt hier reinlaufen, manchmal erkennen sie dich auch als Gefahr und wollen dich tackeln. Aber jetzt haben wir, ja. Wow, die ist echt ein bisschen abgehauen. Oi. Na, ist mir heute schon keine halbe Stunde unterwegs und mir ist der Arsch schon zweimal auf Grundeis gegangen. Erst fällt mir fast das Motorrad beim Aufsteigen auf dem Campingplatz rum. Ist mir umgefallen, weil der Boden so weich war und der Hauptstütz stand halt nicht richtig auf dem Hauptständer. Deswegen ist es beim Aufsteigen eingeklappt und eingesackt. Und mir nur nicht umgefallen, weil der Seitenständer auch noch ausgefahren war. Wir sind auf jeden Fall Kino hier. Oh, da wird nochmal ordentlich Wasser gelassen. Gut, wir fahren jetzt. Was will man auch um diese Zeit bei diesem Wetter hier? Hier war die Bank jetzt so schön angestrahlt. Oh, bist du ausgebüxt oder fährst du dich selber Gassi? Deswegen fahren wir jetzt hier so eine kleine Schleichstrecke, so wie es aussieht. Es ist wirklich keine Notwendigkeit, dass wir das hier fahren, ne? Also, wirklich nicht. Das ist nicht für diese Tour gedacht, dass wir hier solche Dinger fahren, die jetzt auch noch nass sein können. Das Wetter ist heute zwar eher mies, dafür finden wir aber ein wunderbares kleines Restaurant. Es ist brechend voll und wir bekommen gerade noch den allerletzten Tisch. Nach jetzt dem fantastischen Mittagessen ging es jetzt hier direkt wieder super kurvig ins hügelige Umland. Hätten wir uns auch echt schwer getan, wenn wir da nicht noch den letzten Platz jetzt mittags gekriegt hätten. Hier ist schon seit Ewigkeiten nichts mehr, auch nur ansatzweise gekommen. Das hat auf jeden Fall gut getan, auch sich da zu stärken. Und jetzt haben wir noch
ordentlich Kilometer vor uns, theoretisch. Wir wollen ja so viel fahren, wie wir uns trauen. Oder wie wir auf jeden Fall Lust haben. Aber natürlich trotzdem noch schön und spaßig, nicht Autobahn. Und hier muss man sagen, wechselt die Landschaft sich stetig ab zwischen hügelig geradeaus, mal wieder sehr steil hoch hinauf, weitem Blick über die Landschaft, kleine Chateaus und vor allen Dingen ganz viel Rinderzucht, Viehzucht. Das kann schon sein. Oh, das ist auch ein schönes Haus. Schon wieder so verwunschene Lande hier. Das Wetter wechselt beständig und die Temperaturen sind auch nicht mehr sonderlich prall. Und weil wir so viel Strecke machen wollten wie irgend möglich, machen wir zum ersten Mal auf unseren Touren den Fehler und schauen viel zu spät nach einer Unterkunft. Trauriges Gesicht. So, es ist das passiert, was uns bisher eigentlich noch nie passiert ist. Wir sind so ungefähr bis dahin gefahren, wo wir fahren wollten. Und eigentlich wollten wir uns jetzt ein Hotel suchen. Und wir haben eigentlich bisher immer irgendein Hotel gefunden. Manchmal musste man halt noch ein Stück länger fahren, als einem lieb war, aber wir haben immer ein Hotel gefunden. Dem Internet sei Dank. Aber hier gibt es einfach nichts mehr, was auch nur ansatzweise bezahlbar ist. Also ja, wir können für 600 € irgendwo in einem 5-Sterne-Plus-Hotel schlafen. Das ist auch nicht mehr so weit weg. 45 Minuten entfernt, also auch noch immer ein Eckchen zu fahren und 600 € teuer. Oder das andere ist eine Alternative, dass wir noch ein Ibis kriegen würden für, ich glaube, 90 €, was prinzipiell völlig in Ordnung ist, aber das ist eine Stunde auf der Autobahn in eine Richtung, in die wir morgen nicht fahren müssen. Es kostet uns keine Kilometer morgen, aber es hilft uns auch nicht, es schenkt uns auch keine. Also wir sind morgen dann nicht näher dran, wenn wir jetzt noch eine Stunde irgendwo hinfahren, um im Hotel zu übernachten, sind wir dann morgen immer noch genauso weit weg von da, wo wir hinwollen, wie jetzt. Tja, wir haben jetzt gesagt, wir fahren zum Campingplatz. Das hilft ja nichts. Hier ist noch einer, vielleicht hat der noch offen. Oh, Hase. Vielleicht hat der noch offen, vielleicht hat der noch einen Platz. Es ist nicht das Wetter übertrieben geil zum Campen, aber der ist jetzt 10 Minuten weg. Und entweder wir können bei dem übernachten, in der Hoffnung, dass unser Zelt dicht hält, oder wir probieren unfreiwillig aus Wildcampen unter den besten Bedingungen. Es ist nicht so ganz warm, es ist super spät, es ist nicht so ganz warm, es ist ein bisschen, wir haben nicht unsere Campingausrüstung, also die Campingausrüstung selber ist top, das Zelt ist eher so die Frage. Und wir haben kein Gas mehr, der Gasbrenner ist heute Mittag auch noch leer gegangen, also wir können uns nicht mal irgendwie einen Tee kochen oder so. Ja, beste Voraussetzung. Sowas ist uns tatsächlich auf allen Reisen noch nie passiert. Das Gute ist, der Campingplatz hat offen und die niederländische Betreiberin ist super herzlich und spendiert uns noch eine Flasche kochendes Wasser. Bei rapide sinkenden Außentemperaturen verkriechen wir uns dann aber schnell ins Zelt. Also die Nacht war lausig. Lausig kalt. Keine Ahnung, 11 Grad oder sowas. Hat auf jeden Fall, unsere Schlafsäcke hat auf jeden Fall nicht gereicht. Und das halbe Dorf hier hat beschlossen, in diesem und in diesem Gebäude
dem hier, also direkt neben dem Campingplatz, nochmal ordentlich Abrissparty zu machen. Also da war Halligalli bis spät in die Nacht, was dann wiederum dazu geführt hat, dass hier ein paar von den Caravans beschlossen haben, weißt du was, scheiß drauf, fahren wir heute Nacht weiter. Also war hier auch noch so ein bisschen Rummel die ganze Zeit. Naja, wir haben Frühstück bekommen, ein Baguette und 2 Schokoladen-Pints und werden jetzt einfach erstmal losfahren und auf dem schnellsten Weg Richtung Saarschleife irgendwie heim. Unser Rückweg führt uns noch nach Dijon und von da auf die Autobahn zur Saarschleife und weiter nach Hause. 5 Wochen waren wir jetzt unterwegs. Vom Harz über die Schweiz nach Italien und weiter nach Frankreich. Nur diesmal eben nicht in den Hotspot-Regionen, sondern dahin, wo nicht jeder hinfährt. Ins Vercors, die Cévennes und die Auvergne. Wir haben von Menschenhand geschaffene Wunder bestaunt. Manche über 2000 Jahre alt, manche noch nicht einmal fertiggestellt. Europa ist mit seiner Kultur und seinen Regionen doch einfach nur einzigartig. Ich habe es schon einmal gesagt und ich muss es wieder sagen. Wir sind auf diesem Kontinent unfassbar verwöhnt mit traumhaften Motorradregionen und so unterschiedlichen Landschaften auf so kleinem Raum, dass man einfach nur dankbar sein muss, das alles vor der eigenen Haustür zu haben. Aber weißt du, was mich auf dieser Reise am meisten beeindruckt hat? Nicht die Pässe oder die Viadukte. Nicht einmal die gigantischen Schluchten oder die erloschenen Vulkane. Es war die Stille. Diese besondere Art von Stille, die du nur kennst, wenn du den Motor abstellst, den Helm abnimmst und einfach nur mal ausnahmsweise mutterseelenallein dastehst. Irgendwo in einem Land, das nicht deins ist und trotzdem fühlt es sich an wie zu Hause, weil Europa eben kein Ausland ist. Es ist unser gemeinsames Zuhause. Das Motorrad ist dabei mehr als ein Fortbewegungsmittel. Es ist ein Schlüssel zu Orten, die kein Reiseführer kennt. Zu Menschen, die dich anlächeln und dir helfen, obwohl sie kein Wort deiner Sprache sprechen. Und zu dir selbst. Denn wenn du stundenlang allein mit der Straße bist, hörst du irgendwann Dinge, die du im Alltag nie wahrnehmen würdest. 5 Wochen, fast 5000 Kilometer, unzählige Kurven und am Ende stellst du fest, es geht nie wirklich ums Ankommen. Es geht um alles dazwischen. Danke. Danke, dass du dabei warst auf dieser Reise, auf diesem Kanal, auf diesem verrückten kleinen Universum aus Asphalt, Abenteuern und Abgasen. Wenn dir dieser Film etwas gegeben hat, Fernweh, eine neue Route auf der Wunschliste oder einfach nur 2,5 Stunden Auszeit vom Alltag, dann lass mir doch einfach ein Abo da. Und jetzt bist du dran. Denn die beste Reise ist immer die nächste. Ciao. We're dancing in the bright light.